es ist so, es gibt ganz viele Abkommen mit der WTO, der EFTA, es gibt die bilateralen Verträge. Wir haben da das Abkommen zur Abbau von Handelshemmnissen. Dann haben wir den WTO-TBT, das ist auch Abbau von Handelshemmnissen. Und das führt dazu, dass wenn eine EN-Norm erzeugt oder sagen wir geschaffen wird, dann wird diese EN-Norm auch in der Schweiz gültig. Es ist nicht bindend, also nicht rechtlich bindend, aber sie ist in der Schweiz gültig. Oder? Und so ist es, es gibt sehr wenige Normen, die national nach Europa hochgehen. Es funktioniert theoretisch. Die meisten Normen kommen aus internationalem Kontext nach Europa und dann in die Schweiz oder Europa in die Schweiz. Genau. Aber das ist mega kompliziert und für das brauche ich den Flipchart. Das ist wirklich, also das verstehe ich noch gar nicht so richtig. Gut, danke vielmals. Bitte schön. Gibt es vielleicht noch eine abschließende Frage von den Zuhörerinnen und Zuhörern? Darf ich eine Frage stellen? Warum Ja. spiele ich andersrum? Genau. Habt ihr in eurem Studium schon mal was von einem Managementsystem gehört? Wisst ihr, was ein Managementsystem ist? Und falls ja, wie wird euch das erklärt, wie sowas aufgebaut ist? Gibt es hier Dozenten, die ein System haben oder haltet ihr euch an eine Norm? Wie macht ihr das? Gebt mal ein Feedback. Weil das ist die Idee einer Norm, dass alle hier drin verstehen, wie ein Managementsystem funktioniert oder wie man Umweltmanagement macht, dass wir uns alle auf der gleichen technischen Spezifikation einig werden. Habt ihr das schon mal gehört? Managementsysteme? Nicht, hä? Gut, ein wichtiges Thema. Ja, okay. Was war der Input von eurem Lehrer? Wie geht das? Also ich weiß nicht, ich glaube, die meisten hatten das, aber es war das St. Galler Managementsystem. Und ich glaube, da geht es ja auch darum, dass man einfach eine Firma anschauen kann und dass alle, die dieses System kennen, dann einigermaßen einen einheitlichen Überblick bekommen, wie man eine Firma so in den ganz groben Zügen beurteilen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau das ist, wo du darauf hinaus wolltest. Ja, weniger. Ich meine ein Managementsystem, welches operativ sicherstellt, dass gewisse Dinge in einem Unternehmen erfolgen. Beispielsweise, dass du einen Lohn kriegst. Für das braucht es einen Prozess. Dieser Prozess wird von irgendjemandem ausgeführt, der die Lohnbuchhaltung führt und dir am 25. März deinen Lohn überweist. Und für hochkomplexe Themen, Risikomanagement, Umweltmanagement, braucht es Managementsysteme. Und ihr werdet früher oder später in der Realität, in der Wirtschaft mit dem konfrontiert. Dann könnt ihr an mich denken, es gibt dazu ISO-Normen. Genau. Gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und die Fragen. Ich hoffe, es war nicht allzu verwirrend. Ich weiß, das ist dann ein bisschen trocken, das ganze Thema, und manchmal ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, ich habe es hingekriegt. Also ich glaube, ich spreche für alle, wenn man sagt, das ist nicht so trocken gewesen, wie du glaubst, dass es war. Okay. Vielen Dank nochmal. Bitte. Bitte mal Applaus für Herr. Dankeschön. Wir würden dann gerade weitergehen. Now I'm going to switch to English. I hope that's all right with everyone. Before we start, I would like to ask to everyone to scan the QR code. It's meant for you guys to ask questions. If you don't want to speak up, it might be a bit easier if you just write it down, and we'll get the questions on our iPads, and you can vote as well. If you don't have a question, just vote for other questions you like, and we'll go for that, and we'll ask them at the end of the session. So I'd like to now introduce you to Mr. Hartwell. I'm sure that most of you guys have heard of him, and yeah, a lot of people here are especially here because of Mr. Hartwell, and I'd like to give him a warm welcome. Perfect. All right, sure. I just turned it off, my bad. All right, here you go. Thank you.
Vielen Dank für diese Einladung. Ja, ich bin Christopher. Oh, that's right. English. Ja, ich würde weiter auf meiner Muttersprache sprechen. Thank you, everybody, for coming. When I was asked to join this Sustainability Days and talk about Ukraine, I had a very, very difficult task ahead of me to square the circle, as we say in English. How does Ukraine relate to sustainability? Well, over the next half hour, you will find out how what's going on in Ukraine actually relates to sustainability. And I'm very, very happy that the previous speaker spoke about norms. It wasn't talking at all. It was ganz interessant. I, too, am also going to speak about norms, but in a different way, in a much less formal way. They're not kind of codified, not in gazettes, but kind of informal norms, which is basically a lot of the work which I do. It's on institutions, both formal and informal. So I'm going to title this talk, A Tale of Disequilibrium. I'm going to show you kind of what's going on in the world today in Ukraine is kind of a parable for basic concepts that we learn here at university and that we then try and apply in business, in economics, in finance, et cetera. I'm trained as an economist, so I'm going to hit you guys with kind of the most basic concept that we have in economics, and that is equilibrium, supply and demand curve. You've all seen it before. If you haven't, welcome to my world. We have upward sloping supply curves, we have downward sloping demand curves, and where the two curves meet, and really in any econ class you take, there's always curves, and where they meet, that is equilibrium. It's a key concept in economics. Supply and demand, labor markets, good markets. Everything in economics is predicated on moving towards equilibrium. That's where we want to be. We want to be where the two curves are intersecting. That's where prices are determined. That's where information is flowing. That is what we strive to do. Equilibrium isn't a concept, however, that embraces progress. It implies stasis. If we get to the point where the two curves intersect, well, what then? Well, we've gotten to the optimal price. But what then? What comes next? What about progress? Isn't the whole point, economic growth or even human development? We are moving forward. We are trying to build things bigger, faster, stronger, do it more efficiently. Progress implies disequilibrium, that we should be moving forward. I forget who said it, but this kind of concept of equilibrium goes back to the economist Walras from 1926. And someone joked that equilibrium is still dead after all these years. That is, that we know that there's an issue in conceptualizing our lives in terms of equilibrium, but we can't get past it, especially when it comes to idea about progress, because progress is disruption. It's about moving. It's about motion. It's about the trend. More accurately, when it comes to us as humans, equilibrium exists. And it exists somewhere, but we don't know where it is. I mean, people talk about, the economy isn't working for me. Well, maybe it's not working for you specifically, but it is working. There's a market failure, which usually translates into the market isn't providing exactly what I would like, but it is perhaps satisfying a majority of needs. When it comes to prices, okay, we tend to see where the equilibrium is because people buy and people sell because of it. But in general, we don't know where equilibrium is. So even then, how can we move towards it? We can move towards it because we see the failures in it. We see equilibrium in its absence. We know when things are going wrong. We move towards a better world when we're closer to equilibrium, but we measure it by the distortions, whether it's in the labor market, whether it's in prices. We know when we're far away from equilibrium, but we don't know when we're actually very close to equilibrium, especially since distortions, interventions, etc. These aren't distributed evenly. So in different places in the world, in different
places within a country, we get these distortions that provide a guide to the distance from the frontier. Là, tu parles, tu es puni maintenant, arrête. Mais comment non? Et je te montre. That's pretty good. I don't even speak French. So the concept of equilibrium is also related to sustainability. See, I told you, I'm going to get there. Taking you there. Tu comprends ça? To be in equilibrium, it's kind of implied that you're optimal and that you're sustainable. You know, supply meets demand. This is where the prices are determined. So yes, this is sustainable. But not always. Equilibria are not necessarily sustainable, or they're not necessarily optimal. We talk about this in economics. We could be stuck in a poverty trap. We could be stuck in a middle income trap. We're in all of these other equilibria which are unsustainable and suboptimal. So today, I'm going to talk about a very, very specific economic process and how it got us where we are today. The transition, economic transition, the transition from communism to capitalism, Central and Eastern Europe, and the former Soviet Union. I want to talk about how these unfinished transitions, I mean, we're all transitioning. Every economy in the world is transitioning. We're all getting older. We're learning things. We're not the person we were even this morning, much less 20 years ago. For me, not for you guys. So if you don't complete a transition, or rather, if you don't continue to transition, you end up in this unsustainable equilibrium. Because transition itself is a concept rooted in disequilibrium. You know, okay, I'd like to have more hair like I did when I was 28. I'd like to be skinnier like I was when I was 28. But then again, if I were 28, I probably wouldn't be standing here. I wouldn't be in Switzerland. I wouldn't be in front of you guys. I wouldn't, you know, have my job here. I wouldn't have my lovely family. All these things that I consider to be progress. So I'm happy I'm no longer in the old equilibrium and I'm moving towards a new one. Same thing when it comes to national economies. And this has a direct bearing on where we are today with the invasion of Ukraine and how a desire to, quote unquote, stop the war may continue to perpetuate an unstable equilibrium. So to start off with some preliminaries, I've worked and lived around the world, most of it focused on Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. The question is, what makes a successful economic transition? We have years of expertise in this now coming from those same countries, Central and Eastern Europe, former Soviet Union. We know what was good for transition and what was bad for transition. Institution building wasn't good or bad for transition. It was transition. You could not have a transition from communism to capitalism without changing wholesale the institutions from those that facilitated a planned economy to those that facilitated a market economy. All other effects, more goods in the stores, higher growth rates, more investment, all of these other effects are second order. So you had to have a complete repudiation of communist institutions to be the measure of success for transition. If you wanted to transition to a market economy, you had to have the institutions, political and economic, that would then facilitate a market economy. No monopoly of communist parties or any other political party in political life. Democratic accountability. Could we vote the bums out? Executive constraints. Could your president or prime minister do pretty much whatever they wanted, or were they constrained? Allowing for and encouraging private property, the direct opposite of what happened under communism. Independent judiciaries, exact same thing, opposite of what happened under communism. Free and open trade, and a capitalist financial sector. Got some meat queues in Poland. Well, actually, there's no queues there from Poland in the 1980s because there's no meat there. There's a joke from the former Soviet Union, also prevalent in Poland and, well, Central Asia at the time, where someone runs into a store and says, "Oh my God, am I too late? Did I miss it? Is this the store
that has meat. He says, no, no, no. This is the store that doesn't have any fish. The store that doesn't have any meat is across the street. So you needed to get out of that mindset. You needed to get out of the institutions that created meat shortages, or not having any meat, or not having any fish, that put barriers up to people to stop them from leaving your glorious economic system. And these changes, once you started changing the institutions, you unleashed so much, which then fed through to everyday life. The freedom to buy and sell led to more business. It led to businesses that actually catered to people's wants and needs. It unleashed entrepreneurial spirit, which led to more goods. You had political freedom, which meant society valued things differently. Some of the worst environmental disasters in history came about because of communism. Under the Soviet Union, the Aral Sea, spanning Kazakhstan and Uzbekistan, has been shrinking for the past 40 years because communist society did not place a value on environmental protection. Political freedom means that you can vote for environmental protection. Less government and directives meant more creativity, different ideas of beauty, a different exterior as well as an interior into your apartment buildings, to the way that cities looked. So I want to take us to two specific cities. It's really a tale of three cities, because there's a third city that's kind of floating in the background, and that's Warsaw, where I used to live. But I'm going to focus on two cities, because the changes, the transformation of transition was captured in the appearance, the functioning, the way in which your cities, your towns, your villages looked in transition countries. In particular, the capital cities of two transition nations reflected either their movement or their lack of institutional change. First one, Moscow, as they call the Lost Promise, and second, Kiev, which is now standing on the precipice. First one, Moscow, the Lost Promise. I lived in Moscow for 2 years. Up until February 24th of this year, I was a visiting professor at the Russian Presidential Academy. I am no longer. Russia's transition was the most difficult, I would say, of all transition economies, because it actually made a good go of it. It made strides in the 1990s. Politically, they had two successful presidential elections, although with the hindsight of time, we see that the 1996 election was probably shady, possibly stolen, and the West had a hand in kind of tipping the scales in favor of Boris Yeltsin. However, at least I'd say about till 2008, Russia did not fall apart in a paroxysm of violence and bloodletting like Yugoslavia did. Anders Osland said Russia could have easily gone the way of Yugoslavia, but it didn't. On the other hand, though, we go through the 90s, we have all these economic crises, we have a communist party that never really goes away, we have institutional change, which is very, very slow, very, very halting. Boris Yeltsin ends his reign, 1999. Russia takes a turn away from the West politically and economically. So Yeltsin is to blame for this as well, because he is the one who appointed Vladimir Putin as prime minister. Now, from the outside, Moscow looks as if it were modernizing. And I love showing these pictures because everywhere else in the world, this is amazing for people. In Switzerland, it's not so much. First, you have two Lamborghinis next to each other on the street at a stoplight in St. Petersburg. You guys see Lamborghinis all the time. Most of the rest of the world doesn't, especially in Moscow. Second one, and this one might make you weep if you actually like cars. This is the most expensive car wreck I've ever seen in my entire life. It's a US $250,000 Aston Martin rear-ending a US $1.6 million Bugatti Veyron. Still makes me weep. The funny thing is that they were just transporting these across town for a show. Stopped short at a light, wham, there you go, $2 million worth of damage. So Moscow looks like it's modernizing, but underneath the surface, it is not.
Institutionally, it is not. Institutional change, as I said, was halted. First, you have this idea of economic nationalism. National champions takes over. You have state-connected, politically connected, mega corporations, Gazprom, Yukos, Sberbank, all of these state-owned and quasi-state-owned entities, which left no room for anything else. You ended up with a stratified economy of the smallest of the small, your micro enterprises, and then the largest of the large, which you were politically connected to actually have some say with. At the same time, you have political centralization. Democracy, accountability stifled. Didn't go all at once. Went gradually. Salami tactics, they call it, you know. You're cutting a little bit more, a little bit more, a little bit more. Got worse after the global financial crisis. Got much worse after 2012. You might remember the Pussy Riot, the Russian kind of protest group that were thrown in jail, vilified. Well, it's gotten much worse since then. As I said, the lost promise, if you want to have an institutional change away from a society that facilitated communist ends, perhaps having someone who was an apparatchik, a former KGB officer, was not the way to go in terms of leading that change. I mean, that's kind of glib in that you can see people be transformational. And in fact, you usually need someone from the old regime to be able to carry you into the new regime. But as we know, Putin was not that person. You throw the warfare state into the mix. I did a version of this presentation several years ago, I think in 2015 in Ireland. Obviously, I've updated it for you guys. But this was after kind of the first invasion of Ukraine in 2014. But people forget that kind of what's going on in Ukraine has been going on since at least 1999, 2000, and actually beforehand, because the first war in Chechnya was from 1994 to 1996 under Yeltsin. Grozny, the capital of Chechnya, razed to the ground. On the right, you have your little green men moving into Crimea. Little green men, so called because they bore no Russian insignia, but they spoke incredibly good Russian, generally with a Moscow accent. But with every economic slowdown that Russia faced, every time it had adversity, it invaded somebody. Chechnya, 1999. Georgia, 2008. Ukraine, 2014, now in 2022. It's very dangerous to be a neighbor of Russia during an economic crisis. The final word on kind of Moscow is that, again, from the outside, it looked big. It looked like things were working. Wealth might have accrued due to oil, but the institutions haven't grown. I said, kind of hiding in the background is Poland, is Warsaw, which we think of as a success. And Poland's growth was due to institutional change, but Russia's was in spite of this change. So Russia's stuck in transition. It is in this unsustainable equilibrium. And this is generous, I would say, from the point of view of post-February 24th of this year, because it is forcibly deglobalizing. Let's go to the other city, Kiev. There's a joke about Latin America. You know, first off, when the United States sneezes, Latin America catches a cold. Part of that is that Latin America is so far from God, so close to the United States. Well, we could say the same thing about Ukraine, so far from God, so close to Russia. But Kiev is equidistant almost exactly between Moscow and between Warsaw. It's a city trapped between antiquity and modernity, east and west. You know, what is it going to be? Ukraine started from almost exactly the same economic conditions as Poland when it started its transition. If you look at the beginning of its transition year, 1990 to 1992, GDP per capita was actually a little bit higher in Ukraine. Urbanization, a little bit higher in Ukraine. GDP growth was higher in Poland. Exports were higher in Ukraine. But in general, if you're looking at this from kind of a statistical standpoint, you know, there's not a lot of light in between the two of them.
But we know that things went very differently between the two of them. Poland moved forward. Russia veered off the path and just relied on its oil, its natural resources wealth. Kiev did something worse. It pretended to reform. You kind of look at a common indicator of property rights in both Poland and Ukraine, the amount of money that you keep in the banking sector. Your property rights are secure. You keep your money in the bank because you know you're going to be able to go get it. If your property rights are not secure, you keep it in the mattress. Or if you're Russian, you keep it abroad here in Switzerland. If you look at Poland, very high property rights throughout most of the transition, up until this only goes up to 2012, but wanted to keep it through the global financial crisis. If you look at Ukraine, very low indeed, especially compared to Poland. What Ukraine did repeatedly was start a reform and then abandon it. There was rampant corruption, export licenses, quotas. You needed permission from all sorts of bureaucrats. The Communist Party remained a potent force in the parliament, in the Rada. It was very difficult to get anything done until the 2014 Euromaidan, when Ukraine finally started this long-delayed path towards institutional change. And it didn't even get there overnight. In 2001, they changed the land code and said, you cannot sell your land. That doesn't sound like something in a free market economy. Not you couldn't sell this type of land, not you couldn't sell to foreigners. You could not sell your land. The land sale moratorium, temporary. It was temporary for 20 years. It wasn't repealed until 2021. 7 years after Euromaidan happens. 7 years after they start to finally restart their transition process. So it's a long, tough haul, especially if you didn't start kind of fast out of the gate. And that brings us to today. So we have these two cities, these two countries, which have gone different paths, share some of the same problems of kind of being stuck in disequilibrium. And then what happens when one invades the other? February 24th of this year, Russia invades Ukraine unprovoked with no possible real pretext. If you listen to Russian TV, you will hear them all. Ukrainians who had been doing nothing for 8 years suddenly decided to start shelling Donbass when there were 180,000 Russian troops on the other side. Well, that seems like bad timing. You'll hear they're there to denazify, of a Jewish president. They're there to demilitarize a country that was neutral the first time it was invaded in 2014. More importantly, Russia expected to flatten the country and take Kiev in 15 days. Everything about their strategy, their tactics, everything was oriented towards that. And it's horrifying. I'll get to that in the next slide. So as of today, Ukraine is surprisingly, unbelievably, unexpectedly winning the war in the sense that they're not getting flattened, in the sense that Russian troops are not in Kiev. But Russia is creating a humanitarian catastrophe, especially in the south. And we see today that there is a renewed drive on Kharkiv. There is refocusing of Russian troops in the south, in the Donbass area. Kiev remains resilient. The West has been surprised. And the West has actually been surprising with the extent of its sanctions. We're in new territory here, people. We sanctioned a central bank of another sovereign nation. We seized or froze their assets. That's never been done before. We're very, very much in uncharted territory. On the other hand, we still seem to have little appetite for selling offensive weapons, although the Czechs did that today. They're the first country that transferred Soviet-era T-72 tanks to Ukraine. Germany, apparently, not my words, but
Ukrainian President Zelensky, Germany remains an obstacle to Ukraine winning the war. Which leaves us where we are today, in this unstable equilibrium. Ukraine is in a precarious position. So some of its land is still occupied by orcs. If you're a fan of Lord of the Rings, starting from 2014, Ukrainians started joking that Russian soldiers were orcs, just like the hideous beasts from Lord of the Rings. It's resilient. The 8 years of institutional transformation that it has undertaken has helped. It has more depth than it did. If this happened in 2014, without a doubt, Kiev would have been gone. Lviv would have been gone. Ukraine would have entirely been under Russian control. But 8 years of transformation, of progress, of breaking out of the equilibrium it was in before has made it much more resilient. But does it have enough to actually win the war? I said I'm going to tie it in with norms. What do you do with an international actor that doesn't respect basic norms, both informal and codified? We see what's happened in entering the town of Bucha outside of Kiev in the past few days. We have mass graves. This is where we are. This is not where the Russians are. This is where the Russians have withdrawn. Imagine what is happening where we are not. Imagine if in the world, at the end of 1945, Auschwitz was still in German hands. What would we know? There are also reports, and I said, I'll talk about this in a minute with the last slide. There were plans, the tactics, the strategy was to conquer the country in 15 days. There are reports, I would say very credible, that the plan was to conquer the country and then eliminate the resistance. Civil society, church leaders, government leaders, anyone kind of in with the old regime. Basically mass genocide. How do we get out of this? We are in an unsustainable position in the war. Ukraine can fight to not lose, but can it fight to win? What happens if Russia is able to win? What happens if Russia is able to fight to a stalemate? Where do we go from here? How do we get this into equilibrium thinking or sustainability going forward for the world? We've had someone who we've seen a sovereign nation kind of trample international norms for the past 20 years, let's say. Let's be generous and say the past 20 years. Where do we go from here? I don't know. And if you guys know, that would be great. I'd love to hear it. What I think needs to happen is that Ukraine needs to win. They need to win the war. And then they need to continue to transition. And to get out of this equilibrium, Russia needs to lose the war. And they need to continue to transition. Something needs to give. We are in an unsustainable equilibrium. And people, our leaders, think, again, if we stop the war, if we have peace, then everything will be better. But I don't know if this is the case. I believe in my heart that this actually is not the case. So to conclude, transition, transformation was one of the most important things that a country could have done in the beginning of the 1990s or late 1980s in the case of Central and Eastern Europe. Russia did not reform its institutions. There was no day of reckoning. There was no Vergangenheitsbewältigung. There was no coming to terms with the past. And now we see kind of the result of that. It's invading other countries as being reduced to a pariah state. It didn't change its economic institutions, much less its political institutions. The quote is given to Frederick Bastiat, but it probably came after that. It says, if goods do not cross borders, soldiers will. Ukraine,
on the other hand, started late. It had a lost decade and a half, massive corruption, as I mentioned. Does it now have the resilience to survive? And what will it look like after the invasion? If it wins, will the transformation happen? Will the changes become manifest? Will we see this move towards sustainability? What does a sustainable equilibrium look like in this part of the world? And how can we move transition further to approximate this equilibrium? Again, these are questions that I don't know the answer to, and I don't think the world knows the answer to just yet. Thank you very much. Дуже дякую. And Slava Ukraini. I believe I'm open for some questions if you have them. Exactly. Yes, that's right. Well, first of all, thank you very much for this remarkable presentation. We still have the application open with the QR code, which you scanned before, so you can still send us questions. And if not, you can also, make some noise and we will give you the microphone. So first of all, we have some very interesting questions, though. So the first one is, why doesn't anyone take action against these lost promises in Russia? Currently, they have so many sanctions, and when will the Russian population act? Okay, so basically world peace. Why can't I figure out world peace? First off, the easiest one is nuclear weapons. Russia is a nuclear state. Henry Kissinger joked that the Soviet Union was upper volta with missiles. Former US presidential candidate John McCain joked that Russia was a gas station masquerading as an economy. But basically, what we have is a nuclear armed state. And for those of us that grew up under the Cold War, that's the worry, that this is the end of humanity if we push Russia too far. On the other hand, there has to be some kind of shred of rational calculation, because in the Cold War, we didn't annihilate humanity. We came close. And the worst parts of the Cold War were when Soviet and American troops faced each other directly, as in Berlin. The Cuban Missile Crisis, of course, is the other one. But we didn't annihilate humanity. So there's something to be said that perhaps there is some rational calculation that's going on in Putin's mind, that we can push back and he's not going to want to have the annihilation. Secondly, in terms of kind of the Russian people rising up, Russia has had 2 revolutions. Neither of them went very well. They actually both went poorly. 1905 lasted the entire year, ended up in the creation of parliament, the Russian Duma, which was then dissolved about a year later by the Tsar. Thousands and thousands of deaths. 1917, obviously we had, 3 revolutions. We count the February Revolution in 1917, which deposes the Tsar. Then you have the October Revolution, which then installs the Bolsheviks, leads to a century of bloodshed. For the most part, Russia is a gigantic, unwieldy place full of wonderful people distributed around the world, distributed across 11 time zones. But there's also a lot kind of going on in the Russian spirit. If you look at kind of the recent polls by Levada, who are the kind of most respected sociological polling organization within Russia, then they find 83% support for Putin. I was there in Moscow when Russia illegally annexed Crimea. They had a party. There were fireworks. We saw the signs, Nash Krim, our Crimea, everywhere. He's tapping into a vein, Putin is tapping into a vein of Russian nationalism and a consistent narrative of the world is out to get us. And everything that we do just reinforces that. Sanctions, they're out to get us. Threatening us with war in Poland, they're out to get us. It's also an unstable equilibrium, and I don't know how we can break past it. Thank you very much. It should work. It's working now. Okay, perfect. There are a couple of more questions coming in, and I'll go with the second most popular one.
Are there parallels with the Kosovo War, or are there even parallels? Parallels with the Kosovo War? Yeah. Well, no. Okay. I would say there are not parallels. Kosovo is being used as kind of a prop by Putin, as NATO did this. It acted with impunity against a great Slavic nation, Serbia, and so we have the right to do the same. Now, whether or not the war in Kosovo was good, and you could say it was humanitarian in nature, but I think we've kind of proven that it wasn't necessarily the best idea at the time. I used to work at the U.S. Treasury Department, and I actually covered Kosovo. I've been there several times for both Treasury and for USAID. But it's being used as a prop. And Kosovo was a small breakaway region that was ethnically distinctly different from the country it was incorporated into. Ukraine is a sovereign nation. And even if you don't believe, like Putin and many of his kind of cadre, if you don't believe that Ukraine is real, it's at least been real since 1991. And that's what you have to kind of respect. Kosovo was a breakaway, a secession, not the subjugation of an already existing sovereign state. That being said, personally, I don't think the Kosovo War was a good idea, and I think there were a lot of people in the United States that argued that at the time. There was actually a theory in political science that countries that had McDonald's would not go to war with each other. The Kosovo War was the first war where that was disproven because the Belgrade McDonald's was accidentally hit by NATO. Interesting. Not the kind of interesting I wanted to hear, but understandable. Thank you. Just a fountain of bad trivia. Yeah, fair. We got another question from the audience, Yes, right? we have another question. I think, as many others, totally horrified by the pictures, and it leaves you, I guess, sleepless, right? And thinking, how can you act that way? And then it makes you think, all right, what can we do to stop it? And it goes into sending more weapons, sending, what do you say, attacking weapons or offensive weapons? Yeah. Weapons. What I'm asking myself is what we can do economically, right? Shut off the gas. And I see that a lot of gas still goes through Ukraine. And I'm asking myself, why don't they just blow up the pipeline? Wouldn't that be the solution to it all? Ukraine blowing up the pipeline that goes to the west and no more money goes to the east? Ukraine has a very well-developed distribution system. So I don't think there really is kind of a choke point that they can destroy and then stop it from going through. There are other ways in which Russia can get its gas out. Realistically, the gas is the second biggest problem. Oil is the biggest problem. But in any event, yes, the kind of funding of the war, the fact that the proceeds taken in by Gazprom and by other oil and gas firms within Russia have gone up. The proceeds have gone up during March of this year. Blowing up the pipeline's a big one, though, because they'll be shooting themselves in the foot in terms of access to energy, in terms of cutting off Western Europe, in terms of okay, you won't help us, we will blow it up. Well, then who's the aggressor there? Who's the belligerent? Who does Germany blame then and say? Who does Hungary blame then and say, this is why your gas prices are so high. This is why your bills are so high. This is why you're cold. It's a PR disaster, especially for Zelensky, who's been taking the high road and trying to shame Western Europe into doing something. And this is something that people talked about kind of beforehand, that Zelensky and in general the Ukrainian government, even on the edge of the invasion, were very calm, cool, and collected. There was hysteria coming out of the United States, which, as it turns out, the intelligence was all exactly right. But Zelensky wanted to kind of keep a lid on it because Ukraine needed the money. Ukraine needed the investment right up until that last moment. They didn't want to spark a panic. They didn't want to crash the economy and then go into a war in that kind of a crisis. And I think
They're thinking long term. They blow up the pipelines now. Where are they going to get the investment to build it again? Is there going to be a liberal Russia one day that utilizes it? So it's a tough one, though. I agree. At what point do you just say, F it, and then you take it out? So. All right, I see we have one more question. Thank you for the presentation. Something that I'm really wondering about is how powerful is Russia actually apart from its nuclear weapons? Because if I look at the economy and as well as like the military that they have right now, I think they are really that there's really a really big gap between them and other states or other Western states. So I'm not quite sure about how powerful they actually are and whether they can hold on with their military operations for a very long time if they don't have the money, or if their economical situation keeps the same way it is. Yeah, no, that's a great point. Part of what we've seen, I've been talking about the unfinished institutional transition in Russia. It has benefited Ukraine immensely. Money that was supposed to have gone for the armed forces has been siphoned off. So you don't have the most modern equipment that you thought you had, or some of it is just unusable because it's been corrupted away. The money just disappeared. It disappeared into contractors' pockets. It disappeared into kind of people in Putin's party. So that has helped. But when it comes to the actual strength of the Russian army, I don't think there's any worry now, given what the Ukrainians have done, that Russian tanks are going to roll into Warsaw or they're going to roll into Paris. What we've seen, I think, is something that military analysts have kind of underestimated over the past 20 years, and that is the Russian army is very, very, very good at shooting things that don't shoot back, at blowing up apartment buildings, at killing civilians. But when it faces concerted resistance, as it has in Ukraine, it just doesn't have the operational capability. It doesn't have the entrepreneurial spirit, again, because of a very, very top-down approach to, well, basically everything, but especially to military organization. You see kind of the hazing that happens of new recruits. Independent thought is not valued. So when things go wrong, they go wrong in a big way. So if it weren't for kind of the nuclear deterrent, yes, Russia, I think, would be done. A friend of mine, Slovak, great economist, said this, and I'm going to steal it, Jan Fiedemrich, if you're out there, this one's for you. He said that Russia was supposed to have the second best army in the world. It turns out Russia only has the second best army in Ukraine. Perfect, thank you. I'm going to go for the last question now. Is there a chance that Russia will be convicted by an international criminal court for its war crimes? What do you think about that? No, I don't think so. You think about kind of when it has happened in the past, and this is a little bit out of my kind of purview, more international law than international econ or even international investment law. And where you have had kind of war crimes trials is when you have had a clear defeat. You've had Bosnian Serbs brought to trial in Hague. You had the Nuremberg trials, which Russia claims it was a custodian of. They were our allies in World War II. They helped defeat Nazi Germany. It's kind of the founding myth of Putin's regime. But this was a totally defeated and totally subjugated Germany. Slobodan Milosevic, defeated. The only way it happens is if there is a defeat. And a clear defeat, probably. What? It has to be a clear defeat. Yeah, it has to be a clear defeat. All right.
And it's not going to happen because, as much as we like to talk about it, even if we took away the nuclear kind of calculus there, we still weren't going to invade Russia, and we were going to win. Napoleon did it. Hitler did it. We can't do it. It's not something we want to do. The West doesn't fight in the way to kind of hold territory, clear territory, and go in and get people. I mean, we did with Osama bin Laden, and, well, we did with Gaddafi, we did it with Hussein. You can say, you know, this is an example of where the West has gone off the rails, but without kind of a clear military defeat, it's not going to happen. Or unless there's a change of regime. Let's end on a happy note, right? If there is a change of regime in Russia, perhaps they hand Putin over. But if you think about it, think about the 20th century, you know, one of the greatest butchers of the 20th century was Joseph Stalin, and he died peacefully in his sleep. So there's not always justice. All right, I lied about ending on a happy note. But appreciate it, very great, and I feel like it deserves an amazing round of applause. Thank you very much. Thank you. Ich switch zurück zu Schweizerdeutschen. Wir machen jetzt noch schnell 5 Minuten Pause. Am 8 ab geht es weiter. Wenn ihr raus wollt, dann geht schnell raus. Und wenn ihr da bleibt oder auch früher zurück sind, könnt ihr gerne noch beim Gewinnspiel mitmachen. Das wird heute Abend, also am Schluss von der ganzen Präsentation, noch ausgelost. Darum nehmt noch 2 Minuten Zeit, zum mal durchlüften. Der Abend wird noch ein bisschen gehen. Viel Spaß zusammen. Ja, voll. Also, bevor wir anfangen, würde ich sagen, da mit dem Laptop. Is this work? Das war super. Eine halbe Stunde. 20 Minuten, wenn das machbar ist, das wäre ja. Genial, vor allem wenn man Fragen hat. So wenig muss es nicht sein. So much. We also We don't have whiskey, but we have wine, beer, soft drinks, so was super. Yeah.
changes und es hat sich so viel geändert. Manchmal, ja, 5 Minuten vorher gab es noch neue PowerPoint von den Speakers und wir waren wirklich sehr viel am
Already? Sehr gut. Okay, so. Sonst können wir da schon stehen. Ja. Da können wir einfach. Gut, jetzt wird es weitergehen mit dem dritten Vortrag, den wir haben. Und da haben wir von Planted den Co-Founder, der Pascal Bieri. Ja, wir sind sehr stolz, dass er heute Abend bei uns ist. Und ich tue dir gerne das Wort weitergeben. Danke vielmals. Fällt mir echt. Ist Schweizerdeutsch okay oder machen wir Hochdeutsch? Schweizerdeutsch okay. Okay, ich glaube, die Slides sind Englisch, wenn wir es dann einstecken. Voll. Ich habe kurzfristig noch ein paar Slides gestrichen, damit wir schneller durchkommen. Fällt mir echt ein bisschen schwer, gerade ehrlich gesagt, so ein bisschen nach dem eher schweren Thema Planted zu präsentieren. Aber es freut mich extrem, da zu sein. Ich bin der Pascal Bieri, einer der Gründer von Planted. Wir haben Planted, den ihr hoffentlich alle kennt, oder glücklicherweise und auch schon probiert haben draussen, hoffentlich. Im Sommer vor 3 Jahren gegründet, sind inzwischen 170 Mitarbeiter in 6 Ländern und ich nehme euch kurz auf eine Reise mit von der Gründung bis heute und was wir noch vorhaben und vielleicht zum Start, warum wir machen, was wir machen. Fleisch aus Pflanzen ist ein Konzept, das nicht ganz unumstritten ist bei gewissen Linguistikern und Leute, die das Täuschungsverbot anders interpretieren als wir. Wir machen es, weil es ist extrem wichtig, die Protein-Diversity zu shiften. Im Moment essen wir tierische Proteine, um uns zu ernähren. Wir sind der Überzeugung, dass man das auch pflanzlich kann, effizienter, gesünder, schlussendlich besser. Und indem man kulturell keinen Wandel muss, also keinen Kompromiss muss eingehen. Schlussendlich können wir die Gerichte, die wir heute so kochen, die wir gelernt haben von unseren Eltern, Grosseltern, Kochbücher, wo unsere Kultur ausmachen, oft ein Stück Fleisch auf dem Teller, können wir nachbauen, indem wir das aus Pflanzen machen, direkt, indem wir Technologie einsetzen. Und die Gründe dafür sind extrem vielfältig. Ich glaube, die härteste Zahl für mich ist immer noch, dass wir 2/3, 74% vom gesamten Agrikulturland auf der Welt brauchen, um Tiere zu ernähren oder zu halten. Andere finden vielleicht die 14,5% Greenhouse Gas Emissions extrem hart. Das ist die Zahl, die der ganze Verkehr mit Schiff, Flugzeug, Privatautos ausstößt. Geht aufs Konto ebenfalls von Tierhaltung. Und währenddem wir darüber reden, dass wir ab 2035 zum Beispiel keine PWs mehr mit Diesel- und Benzinmotoren mehr produziert und verkauft, ist das Thema Ernährung politisch extrem untervertreten. Und wenn wir es ernst meinen, dass wir den Planeten noch ein bisschen retten wollen, müssten wir das Thema dringend auf die Agenda nehmen. Planted, wie gesagt, wir wollen den Begriff Fleisch neu definieren. Es geht uns nicht darum, dringend ein totes Tier auf dem Teller legen. Wir sind der Überzeugung, dass Fleisch eigentlich nichts anderes bedeutet, dass es der Biss, den wir kennen, Nutritional Values, also die Nährhaftigkeit vom Fleisch, dass wir das haben. Dass wir Gerichte kochen, die wir kennen, kulturell. Dass wir nicht zu fest shiften in Gedanken, dass wir so irgendwie schon eine Generation weiter sind,
wie viele Veganer das heute so sind. Wir wollen es eigentlich den Leuten möglichst einfach machen, dass man nachhaltig, bessere, gesunde, pflanzliche Proteine essen kann, ohne auf dem Teller zu viel Kompromisse einzugehen. Wir machen das mit verschiedenen Argumenten. Ich glaube, das Wichtigste ist Taste. Ohne Geschmack sind wir der Überzeugung, bringen wir keinen Konsument zum Wandel. Wir würden vielleicht irgendwann mal pflanzlich essen und den nächsten Europaflug kompensieren im Kopf. Aber schlussendlich, wenn es nicht schmeckt, wird niemand mehr das Produkt ein zweites Mal, ein drittes Mal kaufen. Darum, jedes Produkt, das wir rausgeben und alles, was wir machen, ist Taste über allem. Dann wahrscheinlich auf gleicher Stufe Environment, also Sustainability. Wenn wir Protein auswählen für neue Produkte oder sagen wir auch Plan Bs für gewisse Produkte, weil wir hart am Upscalen sind und vielleicht das Erbsenprotein vom Lieferant A nur so weit lenkt, sind wir natürlich auch daran, mit anderen Proteinen einzufließen in die Produktion. Ist Sustainability, also woher kommt das Protein, wie wird es genau gemacht, was ist der Fußabdruck von dem Produkt, das wir wieder verwenden, ist extrem wichtig. Die Gesundheit ist uns extrem wichtig, vom Konsument, vom Planet sowieso. Vom Konsument meinen wir tun keine chemischen Additive oder Flavors hinzufügen, sondern wir sind der Meinung, dass möglichst natürliche Lebensmittel, die alle positiven Attribute vom Fleisch mitbringen, das ist, was unserem Körper am besten tut. Und natürlich Animal Welfare, also Tierschutz. Wir sind zwar nicht alles Hardcore-Veganer beplantet, aber als Company extrem tierfrei unterwegs. Ganz kurz vielleicht so die ersten Schritte. Wir haben 2018 an der ETH angefangen. Ganz links gesehen der Erik, ein Mitgründer, habe ich an der ETH kennengelernt und haben schlussendlich auf seiner Masterarbeit aufbauend unser Planted Chicken entwickelt. Der Mitgründer mich an einem Pitch mit der alten Folien im Hintergrund. Wir haben dann von der ETH das Pioneer Fellowship bekommen. Das heisst, wir haben Access gehabt, an der ETH zu forschen. Ich bin mit Produkten extrem schnell in Gastro gesprungen. Ich glaube, jeder Koch, der mit uns redet, in Zürich kennengelernt und das Feedback zurückgenommen, Produkt weiterentwickelt und gemerkt, die Produkte kommen extrem gut an. Die Leute wollen sie kaufen, wollen sie wieder kaufen. Sind dann im Juli 2019, wo wir eine Firma gegründet haben, auch die ersten Lieferungen in die Gastro in Zürich. Links sehen wir, wie wir bei Not Guilty gestartet haben. Das ist eine Restaurantkette mit ca. 5 Outlets. Und haben dann dort unter anderem gelernt, dass Not Guilty angefangen hat, eigentlich das Kompliment, wir haben das Kompliment angeschaut, sind angefangen, Planted über Gas zu verkaufen. Die Leute haben es daheim kochen. Daraufhin haben wir dann einen Webshop eröffnet, wo halt die Leute daheim erreicht. Der Webshop, der hier gestartet worden ist, wo inzwischen in ganz Europa erhältlich ist, Planted, wo man glaube ich auch ein Monatsabo gewinnen kann beim Gewinnspiel und auch sonst bestellen. Der Webshop gibt uns eine extrem gute Möglichkeit, ein D2C, also ein Direct-to-Consumer-Path aufzubauen. Das heisst, wir wissen, was für Produktbatches zu wem gehen und das Feedback können wir dann quantifizieren und in neue Produktionen einfließen. Also von Faserigkeiten, von Saftigkeit vom Fleisch, gut, kann nie saftig genug sein, bis über was für Marinaden schmecken wie gut, können wir so relativ gut messen. Wir haben dann im Herbst 2019 die erste Finanzierungsrunde geclosed mit 7 Millionen und sind auf eine kleine Teamwanderung gegangen. Das 8. damals. Haben dann uns nicht mehr retten vor der Anfrage von Coop. Ich muss allerdings sagen, im Nachhinein einen extrem glücklichen Moment gewählt, dass wir im Januar 2020 ohne wirkliches Verpackungskonzept, ohne wirkliches Design, mit einer improvisierten Verpackung, wo wir gefunden haben, wir haben einfach sozusagen ein mögliches Plakat, das wir auf der Straße aufhängen können, mit die Coop. Ich sage extrem glücklich, weil 3 Monate später eine Pandemie kam, die wir nie hätten voraussehen können und wo uns eigentlich alle Kunden weggebrochen sind aus dem Gastrobereich. Nicht, dass das extrem grosse Beträge sind, aber ich glaube für uns als Firma, wo wir immer extrem gepusht haben, mehr zu produzieren, wir haben
die ETH in einen Zweischichtbetrieb verwandelt. Wir haben nebenan Kemptal aufgebaut, unsere neue Fabrik, wo wir seit 1,5 Jahren jetzt drin sind. 5 Minuten von da. Ja, extrem glücklich gewesen wahrscheinlich, dass wir Coop, Migros dann später dazu nehmen können und dass wir ein bisschen darauf haben, auch Edeka in Deutschland nachher beliefern, Spar in Österreich. Ich glaube, so der Push, der Drang gegen außen, tut uns als Firma schon seit Anfang an definieren, auch challengen. Ich glaube, es gibt halt auch harte Diskussionen deswegen. Wir könnten ja auch mal gemütlich ein paar Monate lang das produzieren, was wir letztes Monat produziert haben. Aber unser Drang, ich glaube, die Welt so schnell wie möglich zu verändern, ist extrem gross. Wir haben im Januar 2021 auch ein neues Produkt gelauncht, das Pulled Pork, das inzwischen in der Gastronomie sogar stärker ist als unser Planted Chicken. Wo, glaube ich, auch vom Team-Feedback so unser Lieblingsprodukt ist. Ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, würde ich allerdings sagen, ist wahrscheinlich der falsche Name, den man inzwischen merkt. Das sind so Learnings, die man vielleicht ein bisschen spät hat. Pulled kennen viele Konsumenten nicht als Fleischkategorie und macht es darum auch extrem schwierig, einen Connect zu bilden zu Konsumenten. Wir haben dann letzten Frühling unser Planted Bistro eröffnet, zusammen mit dem Hiltl. Also, wenn ihr einmal zum Mittag oder so essen kommt, doch vorbei. Nebenan ist Produktion unter einem Glashaus, wo man live zuschauen kann, wie Planted produziert wird. Und letzten Sommer dann so ein bisschen als Gag-Event oder ein bisschen als, ich glaube sogar ein bisschen als Teambuilding mit dem Launch vom Schnitzel haben wir gefunden, wir könnten die auch den längsten Schnitzel der Welt machen. Wir haben das Valley zugepflastert mit 119 Meter langem Schnitzel, haben extra einen Rolling Fryer gebaut, wo halt das 119 Meter lange Schnitzel abgerollt hat und frittiert hat. Und das haben wir noch über 2 Tage lang gegessen. Inzwischen sind wir in über 4000 Retail Outlets erhältlich mit unserem Produkt. Ich glaube, wir haben 2000 Restaurants geknackt. Wenn wir alle deutschen Bahnen dazu zählen, dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Jetzt sind wir seit ein paar Monaten im Bordbistro erhältlich. Wir sind inzwischen in 6 Ländern mit 172 Leuten oder in dieser Grössenordnung aktiv und zu der ganzen Patent Landscape oder was wir auf der Technologieseite machen, komme ich jetzt noch kurz zu sprechen. Wir tun mit der Technologie das Tier überspringen. Das ist unser alter Spruch, haben wir bis heute behalten. We skip the animal. Und also statt dass wir pflanzliche Proteine, Fasern in ein Tier füttern und das dann über einen relativ ineffizienten Prozess Muskelfleisch entwickelt, benutzen wir Technologie, um die Strukturen, den Biss, das Mundgefühl, die ganze, was wir meinen, dass kulturelles Fleisch ausmacht, nachzubilden. In diesem Prozess brauchen wir 3/4 weniger Treibhausgas und sparen ca. die Hälfte vom Wasser gegenüber vom Huhn. Und das Huhn ist noch relativ ein effizientes Lebewesen zum Fleisch herstellen. Wir machen mit diesem Prozess und anderen Technologien inzwischen die Produkte, die in der Schweiz so erhältlich sind, in den meisten ausländischen Märkten auch. Je nach Retailer haben sie ein paar gestrichen. Inzwischen ist, glaube ich, seit gestern sogar noch ein neues Chicken auf dem Markt, eins mit der Curry-Marinade, das wir wieder mit dem Hiltl entwickelt haben, weil wir auch extrem viel Feedback bekommen von Privatkonsumenten, dass sie gerne Currys kochen mit Planted. Und ich glaube, wenn man einen gewissen Convenience-Grad dazugeben kann in Retail, kommt das gerade in diesem Kanal extrem gut an. Was uns seit 2,5 Jahren auszeichnet, und ich hoffe, dass uns das noch die nächsten 10 Jahre auszeichnet, ist, dass wir extrem hungrig sind und nicht so schnell aufstecken. Wir wollen den Wandel und wir wollen ihn mit Technologie und mit guten Leuten vorantreiben.
Wir haben inzwischen 49 Mitarbeiter im Science- und Product Development Team. Sind von Biochemistry über Human Nutrition, so Data Science, wo wir versuchen zu verstehen, welche Rohmaterialien gehen über welche Prozesse, welche Produkte. Wir arbeiten mit einem Team von 3 Köchen, angeführt von François, der seinen letzten Job als 3-Sterne-Michelin-Restaurant geführt hat. Extrem tolle kulinarische Experiences. Wir haben eine Produktion, die man besuchen kann, und ein Restaurant und können durch das, gerade in der Schweiz, glaube ich, extrem gut auf Konsumenten zugehen und die Natürlichkeit der Produkte unter dem Glashaus überbringen. Das Skalieren von dieser Message international sind wir dran. Das ist nicht immer ganz einfach. Man kann nicht in jeder Stadt ein Glashaus aufstellen und die Leute einladen zum. Also wir können es vielleicht schon, ist einfach ein bisschen teuer. Was wir vorhaben, wir sind im Moment mit der Nassextrusion dran, die Produkte so zu formulieren, so zu strukturieren, dass sie Fleischstückchen imitieren. Wir sind gerade mit dem grossen Wissenschaftsteam, mit dem Science-Team an neuen Technologien dran, dass wir eigentlich unabhängig Protein und Fasern so uns nennt, Technologien wie Fermentationen, 3D-Prints drüber laufen. Wir nennen das Biotransformation-Prozess. Also wir nennen Biologieteil, wir nennen Strukturierungsteil und kommen durch den Einsatz von verschiedensten Technologien, auch von Fetttechnologien, die glaube ich immer mehr entscheidend werden, in unserem heiligen Gral, im Steak, glaube ich, Schritt um Schritt näher. Aber das ist etwas, wo wir so Consumer-Facing nicht viel erzählen. Im Moment sind wir Chicken, Pulled Pork, Kebab, Schnitzel Company. Wenn man bei uns ein bisschen mehr ins Lab schaut, wo wir daran arbeiten, wo wir glauben, da haben wir auch die Einzigartigkeit auf dem Markt, ist die Next Generation Science, wo wir brauchen, um Konsumenten, die jetzt vielleicht Planten cool finden, aber noch zu viel Kompromiss machen, können abholen. Es geht uns darum, dass wir von diesen 2,5 bis 5% Konsumenten, die so Early Adopters sind von Technologien, zu den nächsten 15% kommen, die gewisse Flaws akzeptieren, aber dabei sind. Und dann mit dem nächsten Schritt auf der Technologie die nächsten 25% mitnehmen. Wir tun uns sehr stark vergleichen mit einer Technologie oder mit einer Firma wie Tesla, die angefangen hat mit einem Premium-Auto, wo einfach gewisse Leute abgerastet hat, als Konsumenten abgerastet, die völlig bereit sind, viel zu viel zu zahlen für einen Roadster, der ein bisschen schnell war, aber vor allem einfach eine andere Technologie auf die Straße gebracht hat. Und inzwischen ist man bei einem Auto, wo jeder, der rechnet, geht sogar aufs Model 3 und kauft einen Skoda. Es hat nicht nur der Krieg in der Ukraine gebraucht, um dort zu landen, mit den Gas Prices. Also es ist so, von der Überzeugung her, Technologie, Skalierung und der Preis kommen. Und so sprechen wir noch mehr Konsumenten an. Das sind ein paar Fotos von der Next Generation, wo wir am Arbeiten sind. Ein paar Produkte sind schneller auf dem Markt, ein paar weniger schnell. Oben rechts, das werden wir dieses Jahr noch lancieren. Das ist ein Chicken Tender. Ich glaube, Poulet Brust ist relativ weit. Wo auch wieder sehr clean ist, sehr saftig, faserig. Dann richtig heiliger Gral, Steak, hier fehlt noch gewisse Fettkomponenten. Aber das meiste davon ist essbar und recht gut schon. Ja, ich glaube, das Wichtigste zum Abschluss ist, sorry, wenn ich kurz überzogen habe, dass wir ein Team sind, das extrem pusht, Freude an der Arbeit und am Zusammensein. Ich glaube, das Foto können wir bald ersetzen mit einem Teamfoto, das wir am Freitag gemacht haben, wo wir endlich unsere Weihnachtsfeier können nachholen und die 170 Leute nach Kemptal eingeladen haben. Schlussendlich sind vielleicht 150 aufgetaucht, aber das ist das Foto von der Einjahresparty damals gewesen. Inzwischen sind es ein paar mehr.
Und ja, macht extrem Spaß. Und vielleicht in dieser Runde, wo vielleicht ein paar auf dem nächsten Karriereschritt sind oder erst auf dem Einstieg ins Berufsleben, suchen nach extrem viele Leute. Wir haben zum Beispiel auch ein Traineeship offen. Ich bin selber mal Trainee bei dem Migros. Ich nehme das ein relativ ernstes Programm bei uns, dass wir junge Berufseinsteiger bei uns durch die Firma mitnehmen, von Operations to Product Development zu International Markets. Würde mich freuen, wenn ein paar CVs bei uns landen würden, wenn wir uns verstärken würden. Suchen händeringend. Und ich glaube, wir sind auch ein relativ attraktiver Arbeitgeber mit 6 Offices, die alle frei zugänglich sind. Wenn jemand mal eine Woche in Berlin arbeiten will, dann ist das Office zugänglich. Wir zahlen das Airbnb und das Train-Ticket. Das kann auch London sein. Und ich glaube, jetzt mit der Pandemie, die vorbei ist, wäre das attraktiv als junger Arbeitseinsteiger. Auf jeden Fall, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf, nicht nur auf die Fragen jetzt, sondern vielleicht auf die Diskussion später. Merci. Super. Ja, wir haben ein paar Fragen bekommen. Ich will gerade mit der anfangen, die am meisten Likes bekommen hat. Welche Fehler im Bereich Nachhaltigkeit würdet ihr bei einer Neugründung, also wenn du das Ganze nochmal machen würdest, vermeiden? Oder wo siehst du das größte Potenzial für Verbesserung, wenn du es nochmal anfangen würdest? In Bezug auf Nachhaltigkeit? Ja. Hey, wir sind extrem thorough. Grundsätzlich denken wir extrem weit bei Nachhaltigkeit. Man muss Spesen-Reglemente aufstellen. Es war für uns von Anfang an klar gewesen, es wird in Europa nicht geflogen. Das verstoßt man ab und zu natürlich inzwischen, aber so extrem drauf geschaut. Es wird kein Tier gezahlt. Ich kann schon Fleisch sagen, aber Fleisch machen wir ja selber. Es wird kein Tier gezahlt auf Spesen. Ich glaube, wir sind recht weit, wenn es um so, wie das auch wieder von Externen bestätigt. Ich glaube, Nachhaltigkeit geht auch ins Personal hin und dort haben wir es sicher als junge Gründer und als, vielleicht nicht mehr so ganz jung, aber als Gründer oder wo wir das Team gebaut haben, gewisse Learnings gezogen, die ich jetzt 2,5 Jahre später anders machen würde. Es ist extrem wichtig, dass man die Leute mit auf die Reise nimmt. Also der Job verändert sich alle halbe Jahr, nicht nur für einen Gründer, sondern für alle im Team. Und das ist so etwas, wo man, ich glaube, vor 2,5 Jahren noch nicht gecheckt hat. Vielleicht würde ich das in der Nachhaltigkeit anders machen. Okay, perfekt. Merci. Gut, dann haben wir eine weitere Frage betreffend Product Testing. Wie läuft das ungefähr bei euch ab? Ist das eher intern, extern? Und wie viele Personen haben ja das Minimum definiert, damit das Testing auch zählt? Ich glaube, es gibt nicht so eine festgeschriebene Regel. Was wir viel machen, und wenn ein Produkt aus der Science ins Product Development geht, dann wir oft mit Professionals, also mit Chefs testen. Letzte, das ist der Tim Raue so das erste Feedback gegeben von der Wurst, von der Bullenbrust. Und ich glaube, das haben wir dann gerade direkt einfließen, weil kulinarisch wird es, glaube ich, nicht mehr viel besser zum Reinbeissen. Also das Feedback. Wir gehen viel zu Köchen, wo Kunden sind von uns oder wo wir zusammen arbeiten und nehmen das Feedback auf. Und so, jetzt bei der Curry-Marinade ist am Schluss, glaube ich, das Team von 10 Leuten und dann noch 20 Unabhängige, die uns zugeschickt haben. Wo aber dann, glaube ich, Nuancen sind auf so Süßigkeit von der Ananasnote auf dem und so. Okay. Für mich jetzt nicht mehr so entscheidend. Danke vielmals. Man hört immer wieder aus den Medien, dass es auch Fleisch aus dem Labor gibt. Wieso sollte man zu Planten kommen und nicht zum Fleisch vom Labor? Ich glaube, probier es mal irgendwo zu kaufen. Das ist so. Fair. Ja, also es ist ein extrem langer Regulatory-Prozess, wo das Cell-Based Meat noch vor sich hat. Und das würde ich jetzt nicht unterschätzen. Ja. Auf der anderen Seite, ja, es ist ein Regulatory-Prozess. Du hast 3-4 Jahre und viel Geld und irgendwie kommst du irgendwann hin. Ich glaube, wir sehen das agnostischer. Wir sehen Cell-Based Meat oder Cell-Based Ingredients als eine mögliche Zutat für unsere Produkte. Dass man zum Beispiel Fett aus einem Bioreaktor durchaus einsetzen kann bei uns. Ich habe allerdings persönlich recht viel Bedenken auf die wirkliche Nachhaltigkeit hinter Bioreaktorenfleisch. Okay. Merci. Gut, dann
nochmal etwas zu eurer Wachstumsrate. Und gibt es dort nicht auch gleichzeitig ein Risiko, dass ihr dann nicht mehr nachhaltige Anbauflächen habt, wenn ihr so schnell wachsen könnt? Stichwort Regenwald. Ja, wir ziehen alles aus Europa, von dem her da jetzt nicht mehr so viel Regenwald. Aber hat es auch mal gegeben, gell? Ich meine, ich würde es jetzt nicht einfach negieren. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns immer fragen, was ist schlussendlich besser? Wenn die Erbse, die jetzt angepflanzt ist, da irgendwie eine Kuh verfüttert ist es immer viel weniger nachhaltig, als wenn wir es für uns brauchen. Einen gewissen Pragmatismus braucht es wahrscheinlich schon auch. Und dann bei Food würde ich sagen, ist so, dass es halt as local as possible muss sein. Weil wenn du westeuropäische Erbsen hast, die da erstens extrem gut sind für Böden, wo Stickstoff wieder verarbeitet, kann es wirklich nur positiv sein, statt irgendwelche Weizenfelder in eine Kuh mästen. Ja, ist schlussendlich wirklich so, oder was wächst und wie wird es verarbeitet. Ich komme persönlich vom Sempacher See, das ist ein kleiner See im Luzerner Land, und der feiert man seit den 90er Jahren ab, als so Technologie hat gesiegt, der lebt wieder. Und was man eigentlich macht, ist O2 in Seen pumpen, also irgendwie Sauerstoff, damit er wieder lebt, statt irgendwie zu sagen, hey, tun wir 2, 3 Schweinefarmen um den See herum, oder geben wir diesen Bauern eine andere Möglichkeit, zum Beispiel Erbsen für Pflanzen anbauen, und so halt den See auf einen wirklichen, ja, das Leben wirklich zurückzugeben. Perfekt. Merci vielmals. Ja, das wär's von der Frage her gewesen. Hat jemand gerade sonst aus dem Publikum eine Frage, die er oder sie noch nicht gestellt hat? Weil sonst würden wir... Okay. Dort hinten sehe ich... Sonst noch jemand gerade? Okay, dann haben wir noch eine, das wäre die letzte Frage und dann würden wir nachher noch weitermachen. Also ich wollte fragen, vielleicht haben wir es vorher schon ein bisschen angedeutet mit diesen Labor, aber sind ihr jetzt so im jetzigen Stand so die Einzigen, die das probieren mit eurem Ansatz, also so Fleischprodukte herzustellen? Oder ist es einfach jetzt in der Region Europa, wo ihr am meisten vertreten sind? Es gibt schon 2, 3 andere Produzenten, die auch eine Extrusionstechnologie einsetzen, wo es, glaube ich, nicht so extrem durchziehen auf der Produktqualitätsseite von der Inhaltsstoffe. Also es gibt keinen Anbieter, der so wenig natürliche Zutaten hat wie Planted. Ich glaube, das ist so der USP, wenn irgendwie mit einem Retailer in Dänemark oder in die UK redest. Die Frage ist dann, wie sehr sieht der Konsument das auch so? Aber so von der Technologie her sind wir dort sicher eine gewisse Einzigartigkeit. Und sonst würde ich sagen, Nassextrusion, wie wir sie jetzt betreiben, wenn du Soja drin rührst, wie du Nestle machst und ein bisschen Geschmack drin rührst, kannst du durchaus als ähnliche Technologie sehen. Ich glaube, ich würde es nicht als gleiches Produkt sehen. Und vor allem würde ich es nicht als gleiche Product Development Pipeline sehen. Dort probieren wir uns immer mehr zu differenzieren auf die nächste Generation von Produkten. Danke, merci. Perfekt. Dann vielen Dank und falls ihr noch Fragen habt, du bist noch beim Apero dabei, oder? Das heisst, ihr könnt nachher noch immer noch Fragen stellen, falls jemand noch Fragen hätte. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen weiter. Danke dir vielmals. Genau. Perfekt. Na ist gut, ich mache das schon. Merci. Ich würde dann gerne den Niklas auf die Bühne bitten. Er ist von Elefbo. Vielleicht habt ihr auch schon von Ihnen gehört. Und sonst sehen wir gerade ein paar Produkte, die er schon am Tragen ist. Soll ich auch bei ihm gerne herzlich willkommen und die Bühne ist dir. Merci. Danke vielmals. Merci vielmals. Der untere Knopf. Genau. Right, hallo zusammen. Freut mich, dass ich da sein darf und ein bisschen erzählen,
was ich die letzten Jahre getrieben habe. Ich nehme euch mit ein bisschen auf eine persönliche Reise, wie dass ich auf das gekommen bin, zum Anfangen in Kambodscha Plastik zu recyceln und das zu verarbeiten zu Rucksäcken, zu Sneakers, zu Caps, zu ganz verschiedenen Sachen. Dabei werde ich vor allem auf die Story fokussieren und was ich da dabei gelernt habe, also wirklich aus einer persönlichen Sicht. Zuerst mal ein bisschen zu mir selber, wer bin ich? Sicherlich einerseits so offensichtliche, einfach ein Entrepreneur, okay. Ich habe das ein bisschen von daheim mitbekommen. Also ein bisschen von Haus aus. Mein Vater war der CEO von der Rural Bank, einer Bank in Australien. Hat dort in den 60er Jahren 5,2 Millionen hinterzogen. Ist für das 12 Jahre ins Gefängnis. Dann rausgekommen und hat keinen Job mehr gefunden. Und wenn man keinen Job mehr findet, dann macht man sich halt selbstständig. Hat sich selbstständig gemacht mit einer Brokerfirma und von daheim aus gearbeitet. Und so habe ich das ein bisschen mitbekommen. Ich hoffe, ich habe das Entrepreneurship mitbekommen, nicht das Kriminelle. Aber er ist jedenfalls, so hat er mir das ein bisschen mitgegeben und ich war sehr früh fasziniert gewesen, um selber etwas zu machen, um selber etwas zu bewegen. Ich habe nebst Elfbo ein paar andere Sachen probiert, mehr oder weniger erfolgreich, gerade wenn ich so Geschichten höre, wie vorher von Planted. Lily Behind, ein Brand, wo wir uns auf Wickelrucksäcke, also auf Rucksäcke für Eltern fokussieren. Tauschtoni, eine App, die wir entwickelt haben und an E-Commerce-Firmen lizenzieren, damit ihre Kunden untereinander täuschen und wir so Kreislaufwirtschaft fördern können. Jetzt gerade im App Store, wenn es so interessiert, ist in Kollaboration mit Fay Plant Swap, wo eine Pflanze täuschen kann. Einfach als Beispiel. Sicher eine abenteuerliche Reise fürs Leben gern. So ist die Idee mit LFO auch entstanden. Seit über 10 Jahren bin ich jedes Jahr einen Monat mit dem Velo irgendwo im Entwicklungsland unterwegs. Da sehen wir mich gerade in Ruanda mit einem Kollegen an der Grenze zum Kongo. Und es ist immer für mich ein bisschen so Inspiration mit dem Velo. Man ist sehr nah zu den Leuten. Man kommt sehr viele Ideen über, ist einfach sehr nah dran. Kultur, Sprache, die Wahrnehmung auch von den Leuten ist ganz anders. Und es war immer schon etwas, was mich einfach extrem fasziniert hat und auch inspiriert. Ich bin ein grosser Fan von Minimalismus, das ist mein Kleiderschrank, falls man es nicht so checkt. Also ich habe 2 Lieblingszahlen, das ist 3 und 10. Ich habe zum Beispiel 10 T-Shirts, 10 Paar Socken, 10 Boxershorts, 4 Pullis, 4 Jacken, 4 Sneaker und tue so mich einfach so, mache ein Spiel daraus, ehrlich gesagt. Aber Minimalismus ist auch etwas, was ich glaube, tut einem immer wieder so zeigen, hey, was ist eben wichtig im Leben und vor allem was eben nicht. Das finde ich noch interessant von dem Ansatz. Ich zähle zum Beispiel all meine Sachen, habe 984 Sachen, die oder die mir gehören. Ja, finde ich immer wieder interessant, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Ich habe eine 7-jährige Tochter, Nia, die ihr da gesehen, die mich auch ein bisschen inspiriert hat bei der Gründung, so ein bisschen eben gerade im Thema Nachhaltigkeit, wo man sich dann viel mehr damit befasst, ja, wie wird sie aufwachsen, was wird sie mal für Sachen sehen und mit was, wie sieht ihre Welt aus. So, wie hat alles angefangen? Ich habe auch hier der ZHW studiert, habe 1 Jahr auf Hongkong in Austausch. Da sehen Sie mich irgendwo bei der Uni-Mannschaft mit dabei und bin sehr viel umeinander gereist in Südostasien eigentlich. Und habe dann einfach wirklich schon ein bisschen den Drang gehabt, um irgendetwas zu bewegen. Ich habe mega Faszination, es hat mich mega fasziniert, was dort für ein Bas los ist, was dort abgeht in Asien. Es ist alles irgendwie 10-mal schneller gefühlt als da in Europa. Und darum habe ich so gewusst, irgendetwas würde ich gerne machen. Und ich weiß nicht, ob das Video ob das funktioniert. Das ist auch nicht so schlimm. Es wäre ein kurzer Clip, um einfach so zu sehen. Das war das erste Handyvideo, das ich dort unterwegs war in Kambodscha, wo man einfach so einen Haufen Müll sieht. Und es fragen mich immer wieder Leute, ja, wie bist du drauf gekommen und wie hast du da angefangen? Und so. Und eigentlich nachher, irgendwann habe ich so realisiert, eigentlich bin ich einfach am Reisen gewesen, hatte die Augen offen gehabt und als ich dann etwas gesehen habe, was offensichtlich war, habe ich nicht weggeschaut. Das ist so eine Konsequenz daraus. Und wenn man eben, es ist ein bisschen schade, dass man das Video nicht sieht, ich sehe es auch auf unserer Homepage,
Es ist wirklich so offensichtlich einfach überall Müll. Und da noch ein bisschen zur Timeline. Also das war 2012 gewesen. 12 bin ich auch ein Jahr in also in Hongkong gewesen, umeinander gereist, die Idee mal gehabt, gewusst, ich habe es ein bisschen mehr als ein Studieprojekt angeschaut. Und das finde ich auch noch wichtig zum Mitgeben. So, es muss nicht, oder meiner Meinung nach, muss nicht immer gerade die Idee sein, eben, wo man gerade riesig Boom muss machen muss. Mir ist das einfach mega schwer gefallen. Ich habe das einfach wirklich so als Studieprojekt gesehen, habe dann das Material mit heimgenommen, haben da in der Schweiz Studenten gesucht, die uns die erste Tasche mitentwickelt haben. Dort sehen wir in der Mitte oben, die haben wir so, wie man so schön sagt, Friends, Family and Fools verkauft für 300 Franken. Das ist wirklich so Quality and Pricing nicht so in Einklang gewesen. Aber wir haben einfach mal das erste Feedback bekommen, so hey, coole Idee, coole Story, der ganze Background dahinter. Das hat mir wirklich so ein bisschen den Mut und das Vertrauen gegeben, einfach weiterzumachen. Ich war nachher 2 Jahre bei Ernst & Young, 2014, 2015, und habe dort dann auch so gemerkt, okay, natürlich gut können Geld verdienen, aber auch gleichzeitig gemerkt, hey, das ist nicht meine Welt. Ich liebe arbeiten, ich tue gerne arbeiten, ich tue gerne viel arbeiten auch, aber ich wollte nachher wirklich einen Impact dahinter haben. Und habe dann die Produktion in die Schweiz geholt, in so einen Container im Basislager in Zürich heisst das. Und das ist einfach so ein Container, der von der Stadt subventioniert ist, und 2 pensionierte Näherinnen angestellt, die dort da. Und so habe ich immer über den Mittag, wer EY kennt, das Hauptgebäude, das ist bei der Hartbrücke. Also das Basislager ist so 1 Tram hinter. Und da bin ich über den Mittag immer in die Produktion schauen, mit dem Anzug, was abgeht dort, und die fleissig am Nähen gewesen. Und einfach online vertickt. Genau, das ist so 2 Jahre so gelaufen und gemerkt, so, wow, so skalieren oder das überhaupt nur schon davon zu leben, mega, mega schwierig. Und dann so Ende 2015 so den Mut gefasst, okay, ich gehe ein halbes Jahr auf Kambodscha, um die Organisation aufzubauen. Ich hatte etwas Erspartes auf der Seite gehabt, gefunden, also komm, ich mache eine Kickstarter-Kampagne, das gibt mir ein bisschen Market-Feedback, sehe ich mal, okay, was für Farben, was für Produkte etc. Funktionieren. Bin dann dort die Hütte, oder da gesehen, dass ich einfach noch im Rohbau, die Hütte bauen und so ein bisschen das Fundament gelegt und dort wirklich auch gewusst, okay, doch, das wird funktionieren, und ab dort das eigentlich auch Fulltime dann gemacht. Was machen wir und wieso? Das eine ist auch mal der Ursprung des ganzen Problems in vielen Entwicklungsländern, und Kambodscha ist dort wirklich vorbildlich im negativen Sinn. Gibt es riesige Construction Booms, vor allem Chinesen investieren extrem in Tourismusinfrastruktur, also bauen Straßen, bauen Hotels etc. Und die ganze Infrastruktur oder von einer organisatorischen Seite, also respektive fürs Waste Disposal, wächst nicht mit. Es ist auch nicht der Fokus drauf, es sind Budget nicht dort. Und diese Probleme wollen wir angehen, oder sind wir schon seit Jahren am Angehen. Für mich aber persönlich, das ist immer schon so gewesen, ich bin jetzt nicht irgendwie der Öko oder ultragrün oder so etwas, mir ist das eben sehr wichtig, definitiv, aber ich habe so über die Jahre hinweg gemerkt, so der Ursprung von der Motivation ist eigentlich der Social Impact. Also das sind es sind ein paar von unseren Näherinnen in Kambodscha, und wie man sieht, es ist extrem rustikal, oder? Es ist jetzt nicht also dort tun wir jetzt einfach den Plastik recyceln und verarbeiten, aber es ist sehr, sehr simpel, und das haben mir sehr wichtig gewesen, dort von Anfang an ihnen Eigentum zu übergeben. Also wir haben dort die Hütte gebaut, ich habe sie ihnen gespendet, damit sie auch wissen, hey, ich plane langfristig mit ihnen. Vertrauen ist eigentlich das A und O, oder vor allem in Entwicklungsländern. Und das ist etwas, was ich am Anfang extrem unterschätzt habe, weil ich bin dort mit einer guten Absicht. Aber haben gemerkt, oder, sie gerade mit westlichen Leuten, oder sie haben viel mit Tourismus Kontakt, und dann machen sie einfach negative Erfahrungen. Also Vertrauen ist wirklich am Anfang der schwierigste Faktor gewesen, um das wirklich ein gutes Fundament zu legen. Last but not least, so viele Produkte so aus dem Recycling-Bereich, oder sind einfach coole Story, guter Background, aber am Schluss, ja, kauft man es wirklich, gibt man wirklich dafür Geld aus? Nicht immer, oder? Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren hat es da einen mega Boost gegeben.
was auch cool ist, was zwar auch mehr Konkurrenz gibt, ehrlich gesagt. Aber es ist definitiv gut. Vorbild da für mich ist definitiv immer Freitag gewesen. Jetzt vom Visuellen her oder so, also man kann es lieben oder hassen, was auch immer, aber was die Nachhaltigkeit betrifft, immer ein absolutes Vorbild für mich gewesen, um wirklich zu zeigen, so end-to-end, wirklich möglichst nachhaltig. Wie funktioniert das Ganze? Also ihr müsst euch vorstellen, Zement wird, also Zementpulver ist mal wichtig, wird in Entwicklungsländern oftmals in 50 Kilo Säck transportiert. 50 Kilo Säck voller Zementpulver kommt also auf die Baustelle. Der Bauarbeiter leert es aus, mixt es mit Wasser, gibt Beton raus. Was macht er dann? Er nimmt den Sack und schmeißt mehr oder weniger einfach irgendwo her. Oder? Und dort, das Interessante ist, in der Schweiz haben wir vielleicht auch schon Zementsäcke gesehen. Wer weiß, aus was Zementsäcke in der Schweiz sind? Niemand auf dem Bauen? Ja, genau. Papier. Genau. Also in vielen Entwicklungsländern ist es aus Plastik wegen der Luftfeuchtigkeit. Das ist echt der Ursprung des ganzen Problems. Die sind aus Plastik, landen irgendwo. Und vor allem ein bisschen in Rural-Gebieten wird dort sehr viel mit dieser Säcke gearbeitet und nicht jetzt mit grossen Trucks, wie wir es hier kennen. Oder? Das ist so ein bisschen der Ursprung. Also unsere Mitarbeiter gehen auf die verschiedenen Baustellen, sammeln das alles ein. Wir haben mittlerweile ein sehr grosses Netzwerk im ganzen Land, wo uns auch schon hilft, dass sie wissen, hey, die Materialien werden wiederverarbeitet, sie tun das nicht irgendwo raus in die Wiese schmeißen oder so, sondern es mehr oder weniger einfach in die Ecke fallen. Wir können es einsammeln, es verarbeiten. Relativ simpel, der Sack kommt bei uns in die Facility, wird gewaschen, wird geschnitten und geht für dort in die verschiedenen Produktionen. Produktionen haben wir zwischenzeitlich skaliert oder eigentlich einfach komplexer aufgestellt und haben Produktionen gehabt in Bosnien, Portugal, Kambodscha und China. Und das ist eigentlich aufgrund vom Product Development passiert. In den Learnings komme ich nachher noch darauf zurück, wie wir heute darauf aufgestellt sind. Da sehen wir Teams. Heute in Zürich sind wir geschrumpft, vor allem wegen der Pandemie, muss man sagen. Wir sind zwischenzeitlich 10 FTE gewesen, also vor der Pandemie hier in Zürich. Es sind mittlerweile 4 Personen, die sich einfach, wir sind eigentlich ein Marketing- und Sales-Team, oder? Und alles andere haben wir mittlerweile outgesourced. Die Pandemie hat uns wirklich ziemlich hart getroffen, weil wir viel zu komplex aufgestellt sind. Ich habe es vorher erklärt, eben mit den verschiedenen Standorten. Wir haben auch zu früh Market Entries in andere Märkte gesucht und sind eigentlich noch nicht den Product Market Fit hier in der Schweiz gehabt oder noch nicht einen genug hohen Sättigungsgrad. Und das hat uns alles nachher ein bisschen einfach um die Ohren geschwartet. Darum haben wir wirklich downscaled hier in Zürich, haben können dafür im Ausland wachsen. Ihr seht dort die Produktion im rechten oberen Ecke. Das ist die Produktion in Kambodscha, die wir mit einem Partner zusammen bauen können. Haben dort über 50 Näherinnen, haben 120 Solarpanels, die das Ganze mit Energie versorgt, haben unsere Dieselgeneratoren werden mit recyceltem Speisöl von Restaurants gespeisen und haben das Recycling-Team, wo zwischen 15 bis 20 Leute ist. Das variiert ein bisschen wegen der Monsun-Season. Also Monsun, sprich es regnet wie gestört, die Leute sind wirklich einfach daheim, machen nicht mehr viel. Das ist, bisschen, ja, das ist der Background dort. Bosnien haben wir zwischenzeitlich ein Team aufgebaut und dort machen wir jetzt nur noch B2B-Geschichten. Private Labeling, Co-Labeling-Geschichten. Das heisst, als Beispiel, das Inselspital Bern hat riesige Blachen von ihrer Baustelle. Wir verarbeiten die zu etwa 3000 Taschen. Und das machen wir dann natürlich hier in Europa, damit es nicht irgendwo mit dem Schiff um die halbe Welt muss. Das Produktportfolio mainly Backpacks. Also macht über 50% mittlerweile mit Backpacks. Haben mit den Bags angefangen, weil es einfach ein bisschen offensichtlich ist, oder? Zementsäck, Sack, machen wir einen Bag draus, wie wir es auch vorher gesehen haben. Sneakers haben wir ein bisschen aus dem Hintergrund gemacht. Sind alle Leute immer zu uns gekommen, hey, ist wie Freitag, ist wie Freitag. Und ich kann wirklich nicht Fuß können geben. Und dann dachte ich so, lass mich in Ruhe mit dem Freitag. Und haben gedacht, weißt du was? Welche Produkt hat Freitag nicht und können wir machen?
Und sind auch auf Caps und Sneakers gekommen, weil Freitagblock einfach schwer ist dafür. Oder? Dann einfach alles R&D darauf gesetzt, oder? Als Product Development, so, hey, machen wir auch Sneakers. Und in den Learnings komme ich nachher darauf zurück, wieso das wirklich ein Fehler war. Aber zwischenzeitlich mal bis zu 30%, also pre-Covid 2019, haben wir 30% vom Umsatz mit Sneaker gemacht, viel B2B. Und dann ist das halt alles weggeht wegen der Pandemie und auch wir haben dann strategisch ein bisschen eine neue Ausrichtung gehabt. Heute, wie gesagt, 2021 über 50% vom Umsatz mit Backpacks. Strategische Ausrichtung auch in den nächsten Jahren wird ganz klar ein Fokus sein, dort im Product Development, im Backpacks-Segment weiter, also auszuweiten von einer Feature-Seite, vom Sortiment, aber auch was Materialien betrifft. Key Learnings. Das ist wirklich das Wichtigste, was ich mich immer wieder frage. So, gerade wenn ich Stories höre wie Plant, wo wirklich so, ich finde es extrem inspirierend, und ich mich immer wieder frage, hey, wo sind die Fehler gewesen, dass wir diesen Weg noch nicht geschafft haben? Das eine, einfach so, was ich gelernt habe von meinen Mitarbeitern in Kambodscha und wo ich finde, für wir alle uns eine Scheibe abschneiden da im Westen, ist Dankbarkeit. Wer ist schon mal in Kambodscha gewesen? Oh, okay. Kambodscha hat eine mega spezielle Geschichte wegen der Roten Khmer in den 70er Jahren, also ein grosser Genozid gewesen, wo eigentlich die ganze Intelligenz ausgelöscht worden ist und nachher ist ein buddhistischer Staat daraus geworden. Das heisst, die Leute sind extrem dankbar und das Konzept von Karma ist extrem präsent. Und das habe ich gemerkt anhand vom Beispiel von Comnet. Comnet, ich bin 2012 mit von 4 Kollegen dort im Backpacker gewesen. Er hat uns abgeholt am Flughafen mit einem Tuk-Tuk, er ist Tuk-Tuk gefahren. Hat uns dann in die Stadt gebracht und dann habe ich das gesehen, das Problem. Dann habe ich gesagt, hey, kannst du mir Leute vorstellen, die uns irgendwie helfen, die Materialien sourcen, einzusammeln, zu verarbeiten und so weiter und so fort. Er hat mir nachher geholfen. Die ersten 3 Jahre hat er freiwillig auf den Lohn verzichtet, mit der Begründung, wir haben das dort eben, ist auch noch ein Studieprojekt, muss man sagen, also small numbers, aber gleich freiwillig, weil in seinen Dimensionen in Kambodscha, um euch eine Relation zu geben, Durchschnittslohn 250 bis 300 Franken im Monat. Oder? Also für ihn 20, 30, 50 Franken, was auch immer, sehr viel Geld, was bei uns absolut so in Relationen kleine Dimensionen sind, oder? Und hat trotzdem das verzichtet, obwohl ich es ihm offeriert habe, weil er gesagt hat, hey, steck es in unsere Organisation, damit wir mehr Leute holen können, die Materialien recyceln. Also sie denken in Kollektiv. Und es hat mich mega geprägt, so über die Jahre. Jedes Mal, wenn ich wieder zurückgehe, werde ich so daran erinnert, so, hey, es ist einfach ein anderer Mindset und wir können wirklich so viel von diesen Leuten lernen, was diese Konzepte und vor allem Dankbarkeit betrifft. Geduld ist so ein bisschen, ich glaube, jeder, der schon mal selber etwas gemacht hat, etwas gefounded oder so ein bisschen das Entrepreneur-Blut hat, habe ich jetzt so öfters gesehen, ist ein bisschen eine Schwäche, bei mir definitiv. Es hat sich so gezeigt, eben 2 Beispiele, Produktportfolio, wir haben sehr schnell dort diversifiziert, als Konsequenz, Beispiel Sneaker, den ich angesprochen habe, haben wir wirklich unterschätzt, was es heisst nachher im Sales. Also Beispiel, es bindet viel mehr Kapital, oder? Sneaker, dass man einen Kunden abzudecken. Ich weiss nicht, was für eine Schuhgröße du hast. Das heisst, ich muss mal vom 36 bis zum 46 alles produzieren. Es bindet Kapital. Das R&D ist viel komplexer. Also wir haben dort das auch unterschätzt, was für das Product Development nötig ist für Sneaker. Und all das ist eigentlich nur daraus entstanden, weil ich Geduld nicht hatte, um zu sagen, okay, Step by Step Wachstum. Man hört immer den Bass, oder? Gerade Social Media, wenn man sich darin bewegt, hey, mach doch das, die machen das, die sind so erfolgreich. Und es hat mich dort zumal, gerade in den Anfangsjahren, extrem dazu getrieben, einfach Entscheidungen nicht langfristig wirklich. Mir hat die langfristige Planung dort gefehlt. Eben dort auch die Geduld, um einfach zu sagen, hey, ich habe einen Zeithorizont von mehreren Jahren. Es ist okay, wenn wir langsam wachsen. Es ist auch okay, zum Fehler machen und dann wirklich Step by Step gehen. Und das langfristige Denken ist etwas, das habe ich wirklich über die Jahre lernen müssen. Das finde ich etwas extrem Wichtiges, weil es wird euch in Key-Entscheidungen extrem prägen.
Produkt, ich habe es vorher kurz angesprochen, am Anfang, was auch ein Fehler war auf unserer Seite, oder vor allem bei mir, ich bin Solo-Founder. Ich habe alleine gegründet. Am Anfang haben wir die Ex-Freundin, ist auch Ex wegen dem, nein, hat die Ex-Freundin geholfen, die Schwestern haben mir geholfen, Friends, Family, extrem viele Leute haben mir geholfen. Und ich habe immer schneller, immer mehr wollen. Und es hat, wie überall ist mir alles zu langsam gegangen. Und einfach dort mal einen Step back zu nehmen, ein sauberes Founding-Team aufzustellen, das wirklich die Key Responsibilities abdeckt. Also sprich, Product Development als Beispiel haben wir nicht gehabt. Ich habe Freelancers reingeholt, immer sehr viel müssen testen, ausprobieren, hat nicht funktioniert. Also wirklich das Learning dort. Das nächste Mal, wenn ich gründe, ein sauberes Founding-Team aufsetzen, wo einfach 4 bis 5 Leute alle Key Responsibilities schon abdeckt und wirklich A-Players von Anfang an die sauber zu beteiligen und so auch natürlich können am Anfang Kosten einsparen. Weil das Schwierigste, oder? Mache ich Traction anzubringen und dann fehlt einem eigentlich das Geld, um die Leute, die A-Players, die du echt brauchst, kannst du einfach nicht zahlen, oder? Und dort habe ich zu wenig Geduld gehabt, um wirklich die auch zu suchen und das Team auch sauber aufzustellen. Das hat sich nachher vor allem auch gezeigt, dass wir in den Anfangsjahren Quality Issues hatten. Ich habe auf die Story fokussiert, ich habe auf den ganzen Social Impact fokussiert, aber eigentlich das R&D, das Product Development hat darunter gelitten, das QC, Quality Control hat darunter gelitten und in der Konsequenz sind das eben Fehler gewesen, die nachher einfach halt im Wachstum oder wo es dann gezeigt haben, hey, es gibt einen Boomerang, oder? 1-2 Jahre später, die Kunden verzeihen es einem nicht, haben sie auch recht. Und diese Kunden muss man zuerst mal wieder überzeugen. Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation, wer schon mal in Entwicklungsländern war, Afrika, Südamerika, Asien, weiss, das ist immer ein Key, oder? Es hängt auch mit Kultur natürlich zusammen, nicht Kommunikation nur so. Ich habe ein lustiges Beispiel, wo wir 2016, als ich dort war, habe ich erklärt, die Hütte, die wir dort gespendet haben, oder wo ich gespendet habe, war ein tiefer, 5-stelliger Betrag. Also in Kambodscha sehr viel Geld, also auch bei uns viel Geld, aber in Relation von Kambodscha noch viel mehr. Und habe das der Recycling-Managerin übergeben. Habe ich ihr gesagt, hey, sicherstellen, dass das Geld irgendwo ist, wo einfach kein Risiko, oder das muss dazu langen, dass wir die Hütte finanzieren können. Nächsten Morgen bin ich zurückgekommen in unsere Hütte. Nebendran hat sie ihr privates Hütchen. Bin dort reingelaufen, schaue den Buddha an im Wohnzimmer und oben drauf ist das Geld. Oder auf dem Kopf vom Buddha. Oder dann schaue ich das an, denke ich, ja gut, okay. Vielleicht hat sie jetzt gerade das dort angelegt. Oder kann ja sein. Okay, kann ich mal fragen, du, das Geld da, liegt das schon über Nacht? Dann sie, ja, ist der sicherste Platz. Buddha bewacht, oder? Ist klar. Also dort das Verständnis, oder? Es ist für mich nachher, also wir haben Glück gehabt, das Geld ist immer noch da gewesen, also hat sie ja recht gehabt. Aber grundsätzlich, oder? Einfach sind auf so vielen Dimensionen ist die Kommunikation anders. Wo man einfach immer wieder, das ist mein Learning daraus, noch viel mehr muss kommunizieren. Also grundsätzlich glaube ich, das ist in einer Firma auch zu den Stakeholder gegen aussen. Und wenn man jetzt noch in Entwicklungsländern tätig ist, dann einfach noch viel extremer, dass wirklich, wenn man das Gefühl hat, man hat klar kommuniziert, man hat genug kommuniziert, kannst du darauf gehen, dass es einfach noch 2-mal mehr machen muss. Das ist wirklich so die Daumenregel, die ich einfach gemerkt habe, einfach nochmal und nochmal und nochmal. Fokus hängt natürlich mit Geduld zusammen, oder? Ist klar. Für mich, ich habe es angesprochen, mit verschiedenen Ländern, was den Sales anbetrifft. Also sprich, wir haben versucht, viel schnell Market Entries in neue Märkte zu suchen, obwohl der Sättigungsgrad in der Schweiz noch nicht da war. Auch dort sind wieder so ein bisschen so die Pull-Effekte aus dem Ausland gekommen. Also Distributoren haben uns angeschrieben, gewisse Retailers haben uns angeschrieben und dem sind wir gefolgt. Aber eigentlich haben wir auf der Quality-Seite, auf der R&D-Seite sind wir noch nicht dort gewesen, haben nicht genug fokussiert und eigentlich kann ich wirklich, wenn ich zurückschaue, sagen, seit dem Zeitpunkt, wo ich so mir gesagt habe, zu 90% der Anfragen kann man eigentlich Nein sagen. Seit dort sieht man auch entsprechend wirklich, dass diese Faktoren auch deutlich besser geworden sind. Fokus auch auf der Recycling-Seite. Ich habe immer so das Gefühl gehabt,
so, hey, wir machen zu wenig, wir bewirken zu wenig. Oder gerade wenn man grosse Firmen anschaut, ist man immer von dieser Zahl extrem beeindruckt und man fühlt sich dann so klein. Wenn man denkt, hey, was wir da recyceln, das ist echt nichts, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann muss man sich einfach immer wieder sagen, so, hey, ich bin nachher 2019 sind wir auf Laos gegangen, Myanmar, Philippinen und Ruanda. Also haben in diesen 4 Ländern gleichzeitig Tests gefahren, um auch Materialien zu recyceln. Und dann aber realisiert, nachher eben, dann ist Covid gekommen und die ganze Organisation hat es uns um die Ohren gehauen. Und dann haben wir alle Tests wieder runtergefahren und haben gesagt, hey, unser Fokus muss Kambodscha sein. Wir können so viel bewirken in Kambodscha. Es ist ja absolut okay, dass wir nur in Kambodscha sind und dann Step by Step in the future weitergehen, aber für den Moment auch nicht mehr müssen. Das sind meine 5 Key Learnings, also Dankbarkeit, Geduld, Product Focus, Kommunikation und der Fokus allgemein, was Strategie anbelangt. Ich möchte euch noch etwas mit auf den Weg geben. Das ist Kio. Sie hat die 20'000 Franken auf den Buddha gelegt und ist immer noch bei uns. Der Community ist auch immer noch bei uns. Und ich finde es extrem wichtig, einfach so, macht etwas, bewegt etwas. Egal wie klein das ist, egal wie, ob das jemand schlecht redet, aber das Kleine kann zu etwas Grossem werden. Und das möchte ich wirklich auf den Weg geben, dass auch etwas Kleines extrem viel bewegt. Danke vielmals. Okay, danke vielmals für den spannenden Vortrag. Wir haben auch von unserer Crowd einige Fragen schon bekommen. Ich lese sonst mal die vor mit den meisten Likes. Also du hast gesagt, du hast zu viel und schnell wollen. Wie findest du die richtige Geschwindigkeit beim Scaling, bei der Differenzierung? Und wie können wir den Fehler vermeiden? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, so die Regeln, von dass man wirklich einfach mal konsequent zuerst mal Nein sagt zu Filmen, auch bei mir echt zeigen, so, wenn etwas wirklich in die richtige Richtung geht, dann wird sich von mehreren Point of Context zeigen. Oder eben, man versucht dort natürlich auch einfach datenbasiert zu arbeiten, wirklich auch den Puls zu fühlen im Markt, dort auf Partner zuzugehen und einfach viel, viel langsamer. Oder dass wir uns wirklich, ich habe nicht mehr den Drang zum Speed als erste Priorität zu setzen, sondern wirklich Inputs zu nehmen, gerade wenn man Pull-Effekt sieht aus gewissen Märkten, aber das wirklich dann zu evaluieren auf verschiedensten Ebenen. Okay, merci vielmals. Perfekt, merci vielmals. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Sonst würden wir gerade mit denen weiterfahren. Sieht nicht so aus. Dann hätten wir noch eine Frage, und zwar, du merkst, du bist ein mega Fan von Freitag. Was würdest du jetzt machen, wenn jetzt Freitag sagt, okay, wir kopieren etwas, also nicht unbedingt direkt kopieren, aber okay, ihr macht Schuhe, Kappen, sie machen etwas Ähnliches. Wie siehst du das? Ist das ein Punkt, wo du sagst, tricky, wenn wir eigentlich nicht, oder ist das, sie machen ihre Sache, du machst eure Sache? Also, das mit dem ganzen Konkurrenzdenken sehe ich mittlerweile wirklich sehr, sehr pragmatisch. Wir haben unseren Designschutz auf Produkte, die meisten auf Schweizer Level, gewisse auch auf europäischem Level. Wenn es die Designschutz irgendwo, oder wenn es die Designschutz betreffen, dann gehen wir bis jetzt nie rechtlich vor, sondern eigentlich in direkter Kommunikation. Also gehen auf die Firma zu und sagen, hey, schau, das ist offensichtlich irgendwo eine Abkopferung oder sehr nah. Und bis jetzt haben wir immer Lösungen gefunden, dass wir sogar noch Kooperationen daraus entstanden sind. Also, okay. Wir gesagt haben, es ist jetzt im Fall vom Zementsack, wir sind nicht die Einzigen, die den Zementsack mittlerweile recyceln. Also wenn ihr irgendwie googelt, Zementsack Recycling, dann werden in Deutschland, Österreich, UK werden mittlerweile Firmen finden, die das auch machen. Wir sind bei weitem nicht mehr die Einzigen. Und wir sind auf gewisse zugegangen, die offensichtlich 1:1 Produkt kopiert haben. Und dort haben wir gesagt, hey Jungs, schau, wenn schon kopieren, dann machen sie wenigstens gut, oder? Also, und nicht einfach so offensichtlich. Ja. Und dort haben wir nachher aber auch gesagt, schau, das, was wir uns Stock haben, verkaufen es, machen wir zusammen noch eine Kampagne zum Nachhaltigkeit pushen, um eine Zielgruppe zusammenzuführen. Also sie haben das nachher vorgestellt in ihrem Newsletter, wir haben ein Newsletter-Sharing gemacht. Wir haben nachher sie aufgezeigt, oder, dass wir eigentlich, weil wir gesehen haben, hey,
gewisse Produkte haben sie ganz vom anderen Angle gemacht und so versuchen wir eine Win-Win-Situation zu kreieren. Wie sind ihr auf die Idee gekommen, aus dem einen Win-Win zu machen? Weil ich würde nicht meinen, dass das etwas ist, wo initial der Grundgedanke ist, oh, sie kopieren uns, wir werden mit ihnen zusammenarbeiten. Ja. Also es sind ein bisschen verschiedene Cases gewesen, muss ich auch sagen. Nicht, dass wir das jetzt immer so würden angehen. Cases, wo wir gesehen haben, hey, es ist positiv reagiert worden im Sinne von, hey, look, wir finden mega cool, was ihr gemacht habt. Ich habe das auch gemacht mit einem Zementsack aus XY oder so und habe einfach nicht die Ressourcen gehabt. Haben wir gefunden, alright, immer noch nicht, jetzt, nicht super cool, aber am Schluss des Tages, wenn wir eigentlich Nachhaltigkeit unterstützen oder und pushen. Und wenn es in irgendeiner Art und Weise das möglich macht, dann versuchen wir das, diesen Weg auch zu gehen und nicht auf Konfrontation. Noch eine vielleicht witzige Story, noch kurz, wenn ich darf. Der Zementsack, also ich sehe ihn ja auch da bei mir, hat, also, wenn ihr jetzt aus der IP-Sicht das anschaut, oder, ist ja das nicht unser Zementsack. Oder? Der Zementsack gehört, jetzt in dem Fall, SCG. SCG ist eine Firma aus Thailand, Forbes 600 irgendetwas, so umsatzmäßig, Milliardenkonzern, oder? 2018 habe ich ein E-Mail bekommen vom IP-Department von SCG, wo heisst, Klage, bin ich ein bisschen in die Schweiz gekommen, ehrlich gesagt. Ja, eben, wir brauchen ihre Logos, stimmt ja auch, oder? Und auch dort haben wir den Ansatz schon von Anfang an gesagt, hey, es bringt nichts auf Konfrontation gehen. Dort erst recht nicht, oder? Mit dem IT-Department. Also haben wir gesagt, hey, look, wir haben über einen Anwalt nachher ein offizielles Schreiben gemacht, um auch zu zeigen, hey, das ist eine professionelle Firma dahinter. Und haben gesagt, look, wir tun euch euren Dreck aufräumen und fordern darum euch auf, uns zu unterstützen. Es ist zuerst mal ein paar Wochen nicht gekommen und schlussendlich haben sie dann gesagt, wir sollen doch in einen Call kommen und es war auch noch witzig, zum Beispiel die Anwälte in dem Call zu haben, die haben eigentlich alle ein bisschen schmunzeln. Weil sie gesagt, weil wir genau gesehen haben, die haben es nachher erst realisiert, hey, das sind eigentlich einfach ein paar Leute aus dem Westen, die eigentlich da etwas Positives bewirken wollen und keine schlechte Intention haben. Und wir haben es nachher schlussendlich darauf geeinigt, dass wir einen Disclaimer auf die Website tun, wo sämtliche Haftung ausschließt, die sie betrifft. Also alle Haftung nehmen wir auf uns. Geniale Lösung, würde ich mal meinen, für so das Problem, das man könnte antreffen. Haben wir noch sonstige Fragen gerade? Ja, erstmal danke für die vielen Insights und die vielen Learnings. Mich würde interessieren, wenn du jetzt zurückschaust, würdest du gleich wieder selber was Eigenes machen oder erstmal sagen, hey, ich sammle erstmal die Erfahrung in einem großen Corporate und nutze die Erfahrung dann, um bestimmte Fehler beim selber Gründen zu vermeiden, wo das Risiko ja auch viel höher ist? Ich glaube, es ist sehr abhängig vom Corporate, oder? Einerseits jetzt die Erfahrung mit Ernst Young hat mir einfach geholfen, um einfach zu sagen, hey, dort habe ich 2 Jahre müssen lernen, wirklich Kopf runter und arbeiten. Oder einfach durchzubeissen und wirklich einfach auch so einen eigenen Perfektionismus zu entwickeln. Das ist mir dort so beigebracht worden, oder? Weil man ist immer Client-Facing oder im Consulting. Das hat mir sicher geholfen, aber eigentlich so skilltechnisch hätte ich mir jetzt selber im Nachhinein so gewünscht, aber eben, das ist im Nachhinein auch schwierig zum evaluieren, so ja, mal bei Galaxus, Sirup oder einem Brand mitgeschafft zu haben. Oder mal, ich glaube, das Praktikum bei Freitag nach dem Studium hat mir 100-mal mehr geholfen als die 2 Jahre bei Ernst Young. Oder zum einfach die ganzen Strukturen zu verstehen, um die ganze Organisation mit Logistik, Product Dev und so zu verstehen. Aber eben, dazu mal habe ich auch nicht gedacht, dass das wirklich eine Firma wird, die ich dann führe und wirklich zu meinem Startup. Oder darum ist es ein bisschen eine Illusion, zu sagen, ja, that way is the right way. Ich glaube, was ich eben nochmal würde definitiv anders machen, wäre von Anfang an wirklich breiter aufgestellt ein Founding-Team zu suchen. Also wirklich zu sagen, hey, sich bewusst zu werden, was kann ich und was kann ich nicht. Und sich Zeit nehmen, um Skills oder respektive die richtigen Leute zu suchen, die diese Skills abdecken, die ich eben nicht kann. Und dort hatte ich zu wenig Geduld gehabt und dann einfach immer push. Und dann irgendwann ist es einfach zu spät gewesen, oder habe ich das Gefühl gehabt, es ist zu spät, oder? Und dann haben wir einfach einen Seed-Funding-Round gehabt und dann habe ich dann erst das Geld gehabt, um ein Team zusammenzustellen oder
einzustellen, sozusagen. Aber er hat bis dahin sehr viel Lehrgeld gezahlt. Super. Dann würde ich meinen, das ist alles für den Moment. Weitere Fragen können wir gerne beim Apero klären. Darum danke dir vielmals. Merci vielmals. Okay. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil vom Event, zum Gewinnspiel. Ich nehme an, ein grosser Teil interessiert sich auch sehr für das. Ich rede nicht gerade lang über den heißen Brei. Ich würde einfach sagen, wir haben ein paar Preise und würde gerade die Leute ablassen, wenn ihr gerade vor Ort sind, dann kommt doch gerade führen und nehmt die Preise entgegen, falls es etwas ist, falls es etwas physisch wäre. Und sonst würden wir es euch mailen oder die Leute, die es zur Verfügung stellen, würden es euch gerade mailen. Der erste Preis, es ist nicht der erste Preis per se, weil es der erste Preis ist, einfach, es ist der erste, den ich ablese. That's it. Der kommt von Treecycle und ist ein Krypto-Token im Wert von 150 Franken. Und der hat der sorry für die Aussprache, Simeon Abersold hat der gewonnen. Ich weiß nicht, ob er gerade da ist. Sieht nicht so aus. Dann würde ich gerade mit dem nächsten, das wäre 50 Franken für Sharuya Kenkananden. I'm sorry. Der dritte Preis wäre von Planted. Das Monatsabo, das vorhin erwähnt worden ist, der hat der Janis Kunz gewonnen. Ist der Janis da? Fair Play. Gratuliere. Ich würde mal sagen, Applaus für ihn. Du wirst noch ein Mail bekommen, nehme ich an. Wir klären es, okay. Du kommst noch ein Mail über mit dem Preis. Jetzt nehme ich einfach noch ein paar, also 5 Vornamen vom Revolve-Gutschein. Das ist der Vornamen lange da nicht mehr. Philipp Schenkel, der Jonathan Samuel, Lena Büchler, Manuel Hollenweg und Amal Munjelil. Das wären die Revolve-Gutschein gewonnen haben. Ist jemand gerade da von diesen 5? Okay, in dem Fall nicht. Und zu guter Letzt gibt es faltbare Cups von Stojo. Das hat Bianca von Rotz, Simon Genzi, Doruntina Dembogasch, wieder sorry, Vanya Zabik, Luke Hugentobler. Er hat kein E-Mail, darum. Okay, fair, immerhin. Dann Colin Venetz, Beatrice Vogel, Diana Asani und Owen McCall. Ist jemand sonst noch da? Perfekt. Ich würde auch bei Ihnen mal sagen, gratulieren. Super. Yves, das wäre noch der Teil vom Gewinnspiel gewesen. Wir kommen jetzt eigentlich schon zum letzten Punkt vom heutigen Abend. Genau, jetzt ist es so, jetzt sind wir schon am Ende von dem jährigen Sustainability Day. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, das ist von Studierenden organisiert worden. Es hat 2 Leute gegeben, die Projektleitung. Das ist einerseits der Schibung und ich. Kannst du mal schnell aufstehen, damit man sieht, wer du bist? Genau, das habe ich alle gesehen. Und ich würde so spät das ganze Team mal dafür, dass alle dafür kommen und dass da noch einen kleinen Applaus gibt für euch, weil das, was wir heute und auch gestern zusammengestellt haben, wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Wir sind, wie schon am Anfang gesagt, seit dem Oktober dran gewesen. Wir haben ein geniales Programm versucht aufzustellen. Ich denke, das ist auch gelungen, kann man da jetzt sagen. Zusätzlich sind wir auch gecoacht worden von der Alexander. Sie ist auch dort ganz hinten. Sie darf sehr gerne auch auf die Bühne kommen. Und Bühne frei für euch. Gut, wir haben auch noch ein kleines Dankeschön an dich, Alexander. Sie hat uns die ganze Zeit gecoacht. Sie hat auch Kommunikation mit der ZZW möglich gemacht, dass wir da die Aula reservieren können, dass wir da die Räumlichkeiten bekommen haben.
das mit den Flyers, da haben wir sehr viel von ihr zu bedanken. Und ja, danke vielmals. Ein kleines Dankeschön von unserem Team. Gut, jetzt wären wir eigentlich am Ende von unserem Sustainability Day. Wir haben für euch noch ein Apero vorbereitet. Das heißt, ja, alles ist natürlich kostenlos. Ihr könnt da trinken, ihr könnt essen. Es hat eine Fotowand, die ihr könnt verwenden könnt. Ihr könnt euch mit den Speakers austauschen. Wir sind auch da. Wir stehen euch auch zur Verfügung. Uns ist sehr wichtig, dass wir keine PET-Flasche heute Abend haben. Darum ist alles aus Glasflaschen. Und es hat sogar noch für euch gratis Glasflaschen, also die möchten. Es hat, solange es Vorrat hat, dort vorne auf einem Stehtisch verschiedene Glasfläschchen mit lila, blau und pink Grün. und grünen sogar Täschchen. Und dazu hat es auch einen Planted Gutschein, dort dürft ihr euch sehr gerne bedienen. Es hat uns wirklich gefreut, dass ihr heute Abend alle da sind und danke nochmal vielmals, dass ihr erschienen sind. Bis später im Apero.